Es ist die jeweils zweite Tür von vorne. Die Türen sind dann dort auch die einzigen mit einem Bullauge, also leicht zu erkennen. Nach dem Ablegemanöver dürfen Sie sich überall aufhalten. Die Kollegen auf der Brücke, in der Bahn, im Salon und im Maschinen- und Kesselraum freuen sich im Markt. Ich glaube, wir sind live. Wir sind live? Ja. Dann haben wir noch einen Hinweis, wenn Kinder an Bord sind. Wir haben hier ein paar Jungs, aber die sind, glaube ich, schon so groß und erwachsen, dass wir da den Hinweis gar nicht geben müssen. Also auch nichts aufklettern und so weiter und einfach Acht geben. Ne? Und dann noch ein Hinweis zum Schluss. Der Verkauf von Speisen und Getränken hier von uns an Bord liegt vom Teil dem Erhalt der Charter. Daher schätzen wir es, wenn Sie auf den Verzehr mitgebrachter Verpflegung verzichten. Die Kombüse bietet qualitativ hochwertige Brötchen, die Marken dafür und alle Getränke erhalten Sie an der Bar in unserem Salon. Bitte bedenken Sie auch, dass Fotografien vom Schiff nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden dürfen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis und jetzt wünsche ich uns allen einen ganz, ganz tollen Tag auf der Elbe. Also gegen Berlin auf. Nimmst du mal kurz die Kamera? Aber wir müssen mal die Begrüßung noch einen Moment verschieben. Sollen wir denn gleich noch mal eine kurze Durchsage machen, dass wir einen Livestream machen? Oder sollen wir das jetzt machen? Ja, los. Wir warten jetzt noch 5 Minuten auf die letzten Gäste. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Muss sie auf den Knopf drücken Wie ein Funkgerät. Und halten, ne? Und halten, genau. Ja. Die Push-to-Talk-Taste. Push to Talk, dann probiere ich das mal, ne? Moin zusammen, ich bin der Paddy. Ich gehöre hier nicht zur Crew, also nicht wundern, aber wir sind hier heute von dem YouTube-Kanal Hamburg Hafen Live an Bord. Und wir möchten gerne einen Livestream machen, möchten gerne der ganzen Welt zeigen, was sie verpassen, wenn sie nicht direkt auf der Scharhörn mitfahren. Und wir wollten euch nur vorwarnen, dass wir hier ein bisschen filmen. Wir halten die Kamera natürlich niemandem direkt ins Gesicht, das ist nicht unsere Intention. Aber ja, falls ihr uns mit der Kamera seht und ihr sagt, Mensch, ich möchte da nicht so gerne mit drauf, gar kein Thema, einmal kurz winken oder schubst uns weg, wenn es geht, nicht über Bord, weil das würde gleich wieder Riesenmanöver nach sich ziehen. Also einfach nur so einen kleinen Schubser und dann nehmen wir natürlich auf jeden Rücksicht, der hier nicht gefilmt werden möchte. Ansonsten wünschen auch wir euch eine wunderschöne Fahrt. Okay, danke schön. So, wir haben noch 2 Gäste, die fehlen. Ja. Wir haben aber auch einen Gast, der noch gerne mit würde. Ich habe jetzt gesagt, Ja, das war doch souverän, würde ich sagen. Moin ihr Landratten, herzlich Moin. willkommen. Hier ist Hamburg Hafen Live, jetzt auch mit unserer Begrüßung. Ja, Hallo zusammen. also wir sind auf der Scharhörn, muss ich ja natürlich nicht extra sagen. Ja. Hast Also, du ja gerade. wir freuen uns riesig. Der Dampfer ist voll. Es sind auch sehr viele Leute von Hamburg Hafen Live hier. Es sind natürlich auch ein paar Gäste, die uns vielleicht nicht kennen. Deshalb gerade noch mal diese kurze Ansage. Aber du könntest auch Profi-Ansager machen. Ja. Naja, Marktschreier vielleicht eher. Ja, wobei, du hast ja ein Stadion bei dir um die Ecke. Da könntest du ja auch mal ab und zu Meinst du so mal... als Stadionsprecher? Ja. Könnte ich mal. So, jetzt Laola von links nach rechts und Attacke. Ja. Also Ben ist dabei, Schwester Hansen ist da, Kirsten ist natürlich da, Tanja ist auch da. Die laufen alle auf dem Schiff Ja, rum. Martin ist da. Martin, René, wir wollen natürlich Schwester Hansen natürlich nachher auch noch im Kessel sehen. Ja, im Kessel oder am Kessel? Was, Das kommt drauf an, wie sie sich benimmt. Ne? Kommt drauf an, wie sie sich benimmt. Und gleich geht's los. Wir haben gesagt, wir filmen jetzt erstmal so ein bisschen, wie wir ablegen. Dann ist die Crew natürlich auch beschäftigt. Ja. Dann wollen wir die nicht gleich nerven. Ach, guck mal, da sind unsere Girlies Damenbesuch. da hinten im Hintergrund. Und ja, wir filmen dann erstmal so ein bisschen, wenn wir hier rausfahren. Dann soll die Crew sich mal konzentrieren. Und sobald wir dann so, ich sag mal, Höhe Landungsbrücken sind, dann können wir irgendwann auch mal hier dem Kapitän auf der Brücke einen Besuch abstatten. Wir können auch mal in die Maschine gehen und Schwester Hansen dann verfeuern. Ja. Ach so. Siehst du, du hast heute große Aufgaben vor dir. Ja. Ne? So, Ben hat heute unseren Ja, heute Moderationsknochen, mit Knochen. Ne? damit er dann auch hier so ein bisschen das Mikro rumgreifen kann. Ja, wir wünschen euch erstmal viel Spaß. Angeblich fehlen noch 2 Gäste, das heißt, wir müssen noch ein paar Minuten warten. Und dann geilert los. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall richtig viel Spaß. Wetter sieht ganz vielversprechend aus. Ein paar Fotowölkchen haben wir. Ja, Sonne, Wolken, Mix. Ne? Ja. In Hamburg immer bestes Wetter. Und wir müssen mal um die Ecke gucken. Es wurde ja beflaggt. Es wurde beflaggt. Mal gucken, ob wir das
ob wir die sehen können hier. Warte, ich mach dir mal die Tür auf hier. Du. Hier Einmal ist ja alles abgesperrt. einmal da hochfilmen. Hier ist ja überall Privatbereich. Ah ja. Und ja, ich habe leider schon festgestellt, die Hamburg Hafen Live Flagge ist doch zu klein. Sie ist zu klein. Ja, Paddy, think big, ne? Ja, ich muss noch mal so ein 2x3 Meter Ding bestellen für solche Events. Aber ich finde es ja süß, dass die Crew gesagt hat, das machen wir. Also ich finde das richtig cool. Richtig cool. Ja, wir dürfen hier freundlicherweise vorne neben der oder an der Brücke stehen und dann Ah, aber den, hier ein bisschen das Ablegen gleich filmen. Ja, und warten jetzt darauf, dass das gleich losgeht. ja. Hier sind ja noch richtig alte Rettungsboote angeschlagen. Ja, Ne? ja. Weißt du, ob das nur noch Deko ist? Wir müssen nachher mal fragen. Ich glaube nicht, dass das Deko ist. sind noch fahrbereit, oder? Ja, Weil bei der Sicherheitseinweisung hieß es jetzt hier nur die Rettungsinseln und so. kann natürlich auch sein, dass sie zusätzlich Rettungsinseln an Bord haben. Das geht auch schneller, als wenn du das Ding da erstmal über Bord windest. Ne? Ja, und ich sag mal, wenn es dann um das Thema Rettung geht, dann muss das ja nicht unbedingt auf nostalgische Art ablaufen, oder? Aber ist schöner. Ich würde auch paddeln. Also, ja, nee, also das werde ich nachher mal fragen, wenn ich jemanden habe, der mir das beantworten kann. Ja, wir werden also im Laufe der Das würde mich mal Fahrt hier interessieren. noch einige Leute interviewen können und vor die Kamera holen. Aber ich denke, Ja, alter Fairplay Erstmal 8 raus. liegt da auch noch da vorne. ja, mit der kann man auch fahren, mit der Fairplay 8. Das gehört ja auch der Stiftung Hamburg Maritim. Im Hintergrund sehen wir auch die Bleichen. Ganz, ganz hinten auch so ein bisschen das Dach von der Elbphilharmonie. Paddler sind auch schon wieder unterwegs. Ja, und ich freue mich, dass ihr schon wieder so zahlreich dabei seid. Ja, 1400 Zuschauer haben wir schon. Und 80 auf der Schahörn. Ja, top, Ja. oder? Ich wollte gerade Ich sagen, freu mich, also- ich wollte gerade sagen, sag mal, warum ist denn das da vorne eigentlich neblig, so ne? eingenebelt? Ja, Aber ich das glaube, das sind sind wir. Ja, wunderschön. Ich habe auch kürzlich gelesen, dass Paddler abends jetzt beleuchtet sein müssen irgendwie. Echt? Ja, Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, dann kann ich mal gleich. Bitte klar vorn und achtern, klar vorn und achtern. So, geht los. Ich sag mal schnell an der Jolla ein Dankeschön für 12 Monate. Hansi ist da, 2 Euro. Onkel Smart lässt auch seinen Sub da. Dankeschön. Ronny Herzog, 2 Euro. Christian Hering auch 2 Euro. I, 5 Euro. Thorsten ist seit 14 Monaten dabei. Dream Team am Start mit Ben. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Und Nilsi, 2 Euro Superchat. Aber Nilsi ist ja selber an Bord. Ja, soll denn das? Nilsi. Also danke, ihr Lieben. Ja, Danke. Danke, Nisi, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Absolut nicht. So. Achtern, alles los! Weißt du, dass ich das erste Mal die Fassade von den alten Schuppen sehe? So richtig also mal richtig drauf geachtet. Sowas machten sie heute auch nicht mehr. Ne? Ich finde das echt cool. So Schön, richtig ne? schön, Also- schön gemauert. Gerade von hier aus ist das auch nochmal eine schöne Perspektive auf das ganze Gelände vom Hafenmuseum. So, Ja, ihr dann los. müsst mir mal sagen, wie dicht muss ich das Mikro denn nehmen, damit ihr mich versteht, ohne dass ich da reinbeiße. Ja, du musst, guck mal, so habe ich es. Du Ah, musst okay, es, also du doch musst, schon du mit ein musst, bisschen Abstand ist Du okay, musst ne? es, glaube ich, nicht Ja, direkt vor den Mund okay. halten. Guck mal hier, Paparazzo da. So, Achtern ist alles los, die Propeller sind klar. Danke, Vorleine los! Ja, wie sich das in Hamburg gehört, nieselt das ein bisschen. So wie immer beim Ablegen. Ach so, das ist Standard. Ach, festmachen und ablegen liegen. das muss so. Das gehört dazu. Ja, So dann, ein Schweiß. Nur mal rein, die Leine! dann rutscht der Tampen auch besser. Er muss erst an Bord. Ja, ja. Also Rückmeldung, Ton ist gut. Sehr gut, sehr schön. So, sieh mal zu, dass du an Bord kommst. Genau, sieh mal zu, dass du an Bord kommst. Matthias, guck mal eben. Weil extra Festmacher haben wir natürlich nicht. Nee, das macht die Crew alle selber hier, ne?
Ja, sind auch alle schon ältere Herren, ne? Ja, auch sehr viele die- Ehrenamtliche. Eben, die das Ganz langsam voraus. glaube ich, mit sehr, sehr viel Liebe machen. Kommt Zug drauf. Dreht voraus. Und dann ein bisschen lose reinkommen lassen. Oh, jetzt ist kommt schon ein der bisschen- berühmte Diagonalregen. Ist der Fender klar? Gut. Stoppmaschine. Stoppmaschine. Und lose geben, lose geben, lose geben. Mehr lose. Aber ich habe auch gehört, der Hamburger Regen macht schön. Und schlank. Warte mal, ich gebe das Mikro, ich muss meinen Mehr Regen. lose geben. So, Backbord ganz langsam voraus. Backbord ganz langsam voraus. Geh noch 3 Meter voraus. Jo, Ich finde das unglaublich spannend. noch mehr lose, Peer. Richtig lose geben. So, sind wir an dem Loch vorbei? Ja. Okay. Noch mehr. So ist gut, jetzt halt fest, Peer. Backbord Stopp. Ja, ihr könnt natürlich auch gucken, wo wir sind. Die Backbord, Charmeuren Stopp, Steuerbord ganz langsam voraus. Steuerbord ganz langsam voraus. hat auch ein AIS, ja. Ganz langsam. So, jetzt kommt Zug. Dreht voraus. Ja, unsere Freundin ist auch da und winkt. Ja, Sasi, du bist live. Ja, Sasi hat heute Familie mit an Bord. Ja, und das Spannende ist ja, die Befehle, die der Kapitän hier oben gibt, die müssen dann über den Telegraphen an die Maschine, ne? Dann hört man es ja immer klingeln und dann wird unten in der Maschine halt entsprechend Bestätigt und zurückgeklingelt. bestätigt, zurückgeklingelt und dann natürlich der Befehl ausgeführt. Also Maschine vor, zurück und so weiter. Ne? Ja, und er braucht auch immer die Bestätigung, damit er weiß, okay, verstanden, ne, glaube ich. Genau. Mach mal langsam voraus, Steuerbord. Langsam voraus, Steuerbord. Kannst du mal wiederholen? Steuerbord, Steuerbord, ganz langsam voraus. Langsam voraus, Steuerbord. Ob man die Schiffsglocke auch läuten darf oder muss man dann Da ausgeben? musst du eine Runde da musst du eine Runde geben. Aber wenn da 85 Leute gute Trinker sind, dann wird das teuer. Lego, die vorspringen. Steuerbord, Stopp. Backbord, Achtung. Lego, die vorspringen. Los, die vorspringen. Dann machen wir aber Steuerbord, Achtung. Steuerbord, Achtung. Und Steuerbord langsam zurück. Ja, Bugstrahlruder gibt es hier nicht, so ein Luxus. Ja, aber das wird alles über die Seile geregelt, so ein bisschen. Ne? Backbord langsam zurück. Ah, ich liebe das, ne? So klare Ansagen, zack, bumm. Weiß jeder, woran er ist, gibt keine Missverständnisse. Super. Ja, nee, das Schiff ist, glaube ich, von 1908, oder? 8 oder 18. Also auf jeden Fall Anfang 20. 3 Jahrhundert. Ne? kurz.
Seefahrtromantik. Toll, oder? Ehrlich. Qualm, stinkt und tutet. Fühlt man sich doch direkt zu Hause. Das ist echt ein Erlebnis. Und das alles in der Hamburger Kulisse. Stopp! Oh, die Barkasse hat einen Bugstrahler, die kann ausweichen. Das ist kein Problem. Backbord ganz langsam voraus. Langsam voraus, Backbord. Jo. Aber hat der Olli unten jetzt ordentlich zu ackern? Ja, Ne? ja, Olli ist natürlich auch dabei. Der ist in der Steuerbord Maschine. auf. Langsam voraus. Ja, wegen der Maschine. So, ich würde mal sagen, souverän ausgeparkt. Okay, Backbord, halbe voraus und dann nach Steuerbord raus im Hafen. So, Frieda ist auch da, ne? Die haben wir ja gerade schon gesehen. Oh. So haben sich damals die Frachtschiffe auf der Elbe auch alle angehört. Ein Traum. Raus, ne? So wie er geht. Ich glaube, das habt ihr jetzt gerade alle gar nicht gehört, ne? Den kleinen Motor von der Elas Barkasse. Die Schahörn hat ja 2 Maschinen. Also deshalb gibt es auch teilweise Ansagen für Backbord- und Steuerbordmaschine. Aha. Ja? Also wenn er sagt zum Beispiel Backbord langsam oder Steuerbord langsam, wird also auch für das Manöver mit benutzt, die beiden Maschinen. Hat ihr denn auch 2 Schrauben hinten, oder? Ja. Ah, okay. Ja, ja, also es ist alles doppelt. Also werden wir nachher auch noch sehen. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch den Stream gesehen aus der Maschine. Da hat ja der Olli schon ganz, ganz viel erklärt über die Technik. Ja. Ja, ich hatte mich mit ihm auch gerade noch unterhalten, von wegen Vorheizen und wie lange das dauert. Ja. Und Ja, ist ja schon ein altes Mädchen. Also die heizen die natürlich sehr behutsam an. Das geht Ja. auch schon 1-2 Tage vorher. ja. Und sie fahren den Kessel auch nicht mehr mit vollem Druck. Da wird auch ein bisschen... Ja, der erste Tag ist wohl auch nur erstmal so ganz sachte, ihr erstmal so ein bisschen Temperatur geben und Ja. im zweiten gibt es dann ein bisschen mehr und so. Ne? So, los geht das hier. Das war schon mal spannend. Das ist eine Freundin von dir, Ben? Ja. Das ist Sabrina. Eine ganz, ganz liebe Freundin von uns. Wir werden gleich auch, wenn wir an der Stiftung vorbeifahren, 3-mal lang geben. Also Oh, gut. für euch. Ja. Also gleich gibt es noch Ja. 3 lange Töne. Horn mögen wir. Horn mögen wir gerne. Da oben ist das Kabel. Da wird dann gezogen. Nee, jetzt noch nicht. Ne, jetzt noch nicht, aber gleich. So, ich spitze hier nochmal. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt noch was zu essen und zu trinken hier an Bord. Dafür bitte runtergehen in die Bar. Dort werden die Getränke verkauft und dort ist auch eine Kollegin, die verkauft gerne die Essensmarken für die Brötchen, die nachher dann an der Kombüse, an der Klappe hier an Deck abgeholt werden können. Also Treppe runter in die Bar, da wird es gut. So, und Ja. Vollverpflegung hier. Hier schon, Brigitte wurde auch schon gehört. Ja, Brigitte hat auch Brigitte schon. hat sie auch an Bord geschmuggelt. Ja, und noch etwas. Ab jetzt ist auch die Besichtigung von der Maschine und der Brücke freigegeben. Also, da wollt ihr die Entschuldigung, ne? Maschine und der Heizbereich, der ist jetzt offen. Also da können Sie runtergehen und mal gucken, wie das alles so funktioniert. Aber nicht auf der Brücke. Ja, Ja, ich sage nochmal Dankeschön an Spacelight fürs Prime Sub, Martin Kollert 19 Monate, Sandra lässt 20 Schweizer Franken da, Thorsten Brandeis 10 verschenkte Mitgliedschaften, wow, Brigitte auch nochmal 5, dann der Sven mit 5 Euro für Leinenlos und volle Fahrt voraus, aus Berlin 10 Euro Trinkgeld, Dankeschön, Gawabe 5 Euro Superchat mit viel Spaß auf der Schau. Danke! Dankeschön. Noteben Klaus 2 Monate auf Twitch und Jan Jahn 10 Monate. Schön, dass ihr alle dabei seid. So, und jetzt geht's voran hier. geht's voran.
mit einem atemberaubenden Panorama. Guck mal, Martin ist auch da. Ah, Martin macht Bilder. Martin macht Bilder, Bilder. Martin. Ja. Ja, ich denke Maschine, wir lassen erstmal die meisten, wir lassen die erstmal runter, dass die Gäste gucken Genau. und nachher werden wir uns dann da mal anmelden. Aber ich habe auch Ja. gedacht, so, wenn hier die Dampfpfeife ausfällt, ne, wir haben Brigitte, das läuft doch. Ist doch kein Problem. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Hier werden sogar ganze Waggons umgeschlagen, das sehe ich zum ersten Mal. Aber das ist spannend, ne? Guck mal, wenn Ja. du fährst hier mal so ein bisschen durch die Gegend, man bewegt sich ja hier auch nicht so häufig durch die Gegend. Und man sieht solche Sachen sonst nie. Waggons, die da einfach mal so random rumstehen und dann irgendwann mal aufs Schiff gehen. Züge, Exportschlager. Ja, wir können ja auch gleich mal ein bisschen nach hinten gehen. Also ich glaube, ich hole mir gleich auch noch mal ein Jäckchen. Ja, wird frisch, ne? Es wird ist ein bisschen windig. Ja, ne? ja. Wollen wir mal ein bisschen Schiff gucken? Gehen wir Lass mal uns nach das gerne hinten. mal machen. Ja. Soll ich dir mal die Türe öffnen hier? Ja, das Oder wolltest du Limbo tanzen? also Einfach drunter her. auf krieg ich hin, aber zu könntest du mal helfen. Ja, ich bin mal dabei, du. So, und du weißt ja hier, ne, so ein Niedergang auf dem Schiff. Ja, rückwärts. Das machst du lieber rückwärts, Rückwärts daher. wenn du dich nicht verletzen willst. So, ich komme achter ran. Ja, weht ganz gut, ne? Ja, siehst du. Ist doch super. Freut uns. Du, wir sind hier schon als Reederei bekannt gemacht worden. Guck mal, hier ist die Rudermaschine übrigens, auch mit Dampf. Auch sehr interessant. Das heißt, also im Prinzip das Ruder ist redundant. Ja, Was er oben gibt, ist auch Genau. hier zu sehen, ja? ja. Ah, dieses Zischen, ne? Und, schön. und der Geruch. Heißes Öl, ne? Ja, Das wir gehen riecht dann nachher einfach mal gut. runter. Jo. Ach guck, irgendjemand war so glaub, die- vorsorglich, meine Jacke wegzuräumen. Ja, ich gehe davon Wahrscheinlich war aus. Tanja das. Ja, also meine ist auch nicht mehr da, dann wurde es schon reingeräumt. Okay. Ja, finden wir schon wieder. Aber jetzt lässt der Wind auch gerade wieder noch. Ja, wir sind, der Fachmann sagt, auf der Lehseite. Nehmen und dann wieder zurück. Ja, hier sind wir gerade am Oswald-Kai. Heute mal kein Autofrachter da. Was haben die denn hier für Schraubenschlüssel, sag mal? Junge, 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 Junge. Die Notbremse. Das ist die Notbremse? Nein, Ab 48 Kilo. Ja, handliche Größe, ne? Also wir haben ihn noch nie benutzt. Das Du heißt, kannst das Mikro auch ein Ja, bisschen bitte. näher ranhalten. wir haben ihn noch nie benutzt, diesen Schlüssel. Gott sei Dank. Aber sonst ist es die letzte Möglichkeit überhaupt zu steuern. Über das Ruder, über die Ruderpinne. Hier vorne haben wir einen Vierkant. Kann man Das den ist sehen genau- hier? Dieser Vierkant Ach, der ist das. Okay, genau ja. die Ruderachse. Ja. Ah, okay. Dort oben drüber wird dieser Schlüssel drüber gestülpt und Sie können wie bei einem alten Segler... Boah, brauchst Ja. du nicht losmachen. ja, muss aber. Ja, stimmt. Ne? Ab und zu sollte man mal gucken, ob das auch geht. Kontrollieren. Ich habe das nämlich gestern gemacht. Wahrscheinlich habe ich die falsch aufgesetzt. Aber wenn wir hier schon benutzen müssen, dann ist oben auf der Brücke das Ruderrad ausgefallen und auch eine Rudermaschine, die oberhalb der Maschine liegt. Da Und kann das man, läuft dann über Ketten eigentlich? das oder läuft wie? über Ketten, das kann man hier sehen, kommt ja über Stange Ah, und Kette okay. an und wird hier umgeleitet. Und hier hinter ist ein halber Zahnkranz, Ja, um die Kette herumläuft und das Ruder bewegt. leuchtet ein. Alles klar. Spannend. Ja, da kann man noch alles sehen. Ja. Ja, und der gute alte Leatherman, der hilft, ne? Das ist was Besseres, Victorinox. Oh, ich habe nichts gesagt. Der Fachmann kauft Victorinox. Ja, das ist auch so eine Glaubensfrage. Leatherman oder Victorinox. Den kann ich beweisen. Oh, beweisen kannst du das. Jetzt wird's spannend. Mein Schwiegersohn ist Metaller. Der arbeitet da, oder?
Ja, nicht mehr, aber der hat das gelernt. Und der hat sich den Stahl angeguckt und gesagt, das ist schon besser. Und vor allen Dingen, wenn ich die Zange haben will, dann musst du beim anderen erstmal alles rausmachen, Ja. aber hier, Und du drehst zack, einfach hast du um. sie. Aha. Ne? Also, Ja. Aber dann mach mal los da, den Eumel. da war ich schon bei. Das ist unglaublich. Ja, dann holen wir einen Hammer und Ja, mit dem Hammer geht alles, ne? Hammer ist das Universalwerkzeug Ja, an da Bord. wird er losgedengelt und dann ist gut. Da hole ich mir gleich noch Werkzeug. ja, genau. Ja, das ist quasi live, ne? Und ungeschnitten. Ja, so ist es. Passiert dann halt, ne? So wie das Leben es schreibt. Ja. Wir fahren Jetzt- also ruderlos im jetzt letzten haben wir Moment. gleich- Ja. haben wir gleich Im was letzten, Witziges. Aber dann sind wir ja sowieso schon von Bord. dann sind wir ja, ihr kriegt davon nichts mehr mit Ja. von diesem Theater, was ihr jetzt Ja. schon Und dann macht. wird Ja, von ja. oben getutet Ja, ja. und dann die Leute schrecken sich und dann geht das Gewinke los. Das ist super herrlich. Das macht den Kapitän immer herrlichen Spaß. Das glaube ich. Ne? Das glaube ich. Aber es ist ja auch so, dass ja zum Beispiel auf der Seite der Elbe dürfen ja gar keine Dampfschiffe anlegen wegen der Anwohner, oder? Ist das richtig? Nein, also wir haben ein Problem, wenn wir sind ja im Winter im Sandtorhafen. Ja. Das ist, wenn man bei der Elfi reinfährt. Genau, Und das ganz ist- hinten drin. Und da dürfen wir keinen Dampf aufmachen, weil die Lüde betont ja so viel Geld und haue, ne? Und dann muckt ihr so einen Qualm hier, dann ist meine Wäsche ja ganz schmattig. Ne? Das geht Ja, aber nicht. das ist doch die schöne Hafenluft. Das muss doch so. Ja, dann, ja, so, okay. Dann kannst du ja da oben mal hinter den Schornstein gehen. Mal sehen, wie lange das aushält. Guck, Anita ist auch da. Anita Ehlers, ja. Ja, guck mal, aber jetzt blauer Himmel, ne? Ja, Ja. Nordwestwind. Ja, aber hat er gesagt, der Kapitän, Okay. zum Ablegen und Ja, Anlegen. immer Wasser von oben. Ja, Ne? Euro mehr. Ah ja, guck mal, das ist interessant. Jetzt gerade hat man auch gesehen, wie die Kette sich bewegt hat. Hier. Ja, da haben wir immer Ja? ein bisschen. Ja, Dann wird da darfst du nicht gesteuert. mit den Zehen reinkommen. Nee, besser ist das. Ja. Nee, Also Finger zwischenhalten, schlechte Idee. nee, ganz schlechte Idee. Ja. Sag mal, seid ihr denn die Ehrenamtlichen auch hauptsächlich alle zur See gefahren? Oder sind auch Leute, die jetzt sagen, Mensch, die haben da einfach Interesse dran und haben sich da so ein bisschen Ich würde fast mal sagen, reingefuchst? halbe. Halbe. Ja, halbe. Also wenn man sich engagieren will, muss man nicht unbedingt zur See gefahren sein, aber so ein bisschen Enthusiasmus mitbringen. Ja, und also man kriegt das, wenn man wird hier gut an der Hand genommen und dann, ja, dann kriegst du das beigepult. Für jeden findet sich eine Aufgabe. Ja, jeder Pott kriegt einen Deckel oder so. Ne? Ja. Es ist manchmal muss man. Oh, dann würde ich ja, Begrüßung. da würde ich ja auch mal dran ziehen wollen, ne? Nee, das geht nicht. Dann nehme ich die Schiffsglocke. Und da musst du für jedes Besatzungsmitglied ein Bier ausgeben. Wie viel habt ihr an Bord? 25. Oha, das wird mir zu teuer. Brötchen wieder mit Lachs oder mit Matkes oder mit Würstchen? Ich glaube, heute bin ich auf Würstchen. Aber das ist gut, dass die Verpflegung stimmt. Ja, also ich will auch Ja. Würstchen, ne? für Würstchen, finde ich super. Hab ich mir schon mal Sag mal, was ist denn mit Elas heute los? Sag mal, umkreisen die uns hier? Da ist schon wieder, da ist Frieda. Aber den haben wir doch eben schon. Das ist ein, Ah, die hatten wir eben schon. der Ja. hat noch so einen herrlich alten Glühkopfmotor. Kartoffel. Ja, genau, das habe ich auch gerade eben Wunderbar, gehört. das ist das alte Geräusch vom Hafen hier. Das ist Ja, ich habe es auch gerade eben schon zu Paddy gesagt. Ich bin an der Elbe groß geworden und die alten Binnenschiffe, die haben sich genauso angehört. Ja, natürlich, war ein Ja. Langsamläufer. Ja. Ne? Und total Glühkopf noch. Und Glühkopf anschmeißen war auch immer so eine Sache. Da musstest du ja tatsächlich mit der Lötlampe den Glühkopf mal heiß machen und dann das erste Mal Druckluft durch und dann wusch, wum, 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 wum. Scheiße. Und dann nochmal wieder Luft pumpen zum Anschmeißen und dann erstmal wieder auf Null drehen, ne, damit das überhaupt greifen kann. Ja. Und dann Ja, nimm und den mal dann mit. kam er endlich. Ne? Okay. Ja, das ja. Ja, alte Technik, ne? Ja. Aber, wie wir hören, ja, funktioniert immer noch. ja, auch diese alten Glückkopfmotor, die musst du erschießen. Um auszukriegen, die kriegst du kaum aus. Ach so. Die wollten laufen. Also gemacht zum Laufen. Ja. Genau. Aber wie hat man den denn ausgeschaltet? Die Füllung gestoppt. Ach so, okay. Also einfach Ja, klar.
Die Zulauf zugemacht. Und dann oder oben die Kompression aufgedreht und dann Und dann war Feierabend. wieder schlafen. Aha. Ganz wichtig auch für euch, da drüben ist der Bananen-Krumm-Liegeschuppen. Ne? Also das glauben die Leute. Bananenkrumbige Schuppen. Hast du schon mal gehört? Ja. Und neulich fragte mich einer, er hatte so eine Rundfahrt gemacht. Sag mal, ich habe gehört, da sagt ein Hamburger zu dem da vorne, der dann sagt, also an Backbord sehen Sie so und so viel 1000 Tonnen. Dann hat er gesagt, das ist der Hey Löcht. Ja, der Barkassenführer. Ja, der Barkassenführer. Und dann fragt er mich, sag mal, was heißt denn das? Ich sag, er leuchtet. Ja, er leuchtet den Weg. Ne? Und dann hat er das wahrscheinlich in Nürnberg Aber- verbreitet. Aber Snacken, das kann nicht jeder. Pastoren auch nicht. Nürnberg kann nicht reden. Ne? Ne? Aber Le Bain, das kann ich wohl. Ach, das ist herrlich, du. Ja, Schön, oder? Also, Da kommt die Sonne noch. Du musst eine andere Blende nehmen. Ach, das ja, Telefon weiß ja, ist Sonne, Magic. Dann wird das so. Ne? Sonne lacht, Blende 8, ne? Brigitte! Hallo Conny. Hallo! Hallo Conny. Sag mal, kannst du nicht mal ein bisschen üben, dass du so eine Pfeife kannst? Wie hier von dem Schiff? Schön, ne? Die ist schön. Kannst du das mal üben? Vielleicht mit so, wenn du so einen Wasserkessel mitnimmst? Du bist echt der Burner, weißt du das? Mensch, Paddy! Oh, also das ist echt. Überleg's mir. Mal gucken, ob ich sowas hinkriege. Ja, probier mal aus. Ich probier Wenn du, aus. wenn du das schaffst, dann sagst Bescheid. Sag ich Bescheid. Ja, hier schreibt gerade einer, die alte Lady ist flott unterwegs. Ich Ja. merke das auch. Also immer, wenn wir die im Stream mal filmen, dann denke ich auch, Mensch. Also, und die fährt ja nicht mal mit vollem Druck, ne? Also es fährt ja ein bisschen reduziert. Die konnte oder könnte theoretisch noch mal, ich glaube, bis zu 15 Knoten hat die geschafft, oder? Früher. Was haben wir jetzt so drauf? 10, 11, irgendwie sowas? Aber man hört sie kaum, ne? Das ist das Schöne. Ja, das ist super Du ruhig. hast kein Brummen, keine Vibration. Ja, manchmal ein bisschen, Ja, das ist ja okay. aber du stehst am Bug und hörst wirklich nur die Bugwellen. Und ach, dann hörst du auch nichts. Und außer dieser ollen Kette hier. Und dann gehst du am Maschinenschott vorbei. Und das war's. Ja. Das ist doch Träumchen. herrlich. Das ist doch herrlich. Ne? Ja. Also schönes Reisen. Ne? Also das AIS sagt, dass wir 8 Knoten drauf haben. Kommt mir schneller vor. Ja. Liegt vielleicht aber auch daran, dass wir sehr weit unten am Wasser sind. Knoten. Hast du umgebaut auf Knoten. Nee, aber wie die Zuschauer, die gucken ja immer auf dem AIS, wo wir uns rumtreiben. Ach so. Und da steht ja die Geschwindigkeit. Ja, wir werden gestalkt. Ja, ja. Nein, Hier das, wird jedes Manöver wird beobachtet. das ist, die passen auf uns auf. Die passen auf und wenn wir irgendwie vom Kurs abkommen, dann wird gleich die Rettungskette eingeleitet. Herrlich. Claudia ist auch da. Das ist auch Tünkram. Ja, der ist ja da hinten so ein bisschen Das ist nur Deko. fake. Das Ne? ist Deko. Ja. Aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich mit der Louisiana Star auch versöhnt. Das Auslaufschiff begrüßt das Anlaufschiff. Und eigentlich geht das so, wenn jetzt sich zwei begrüßen, gibt das der eine, der Auslaufende, gibt dann dreimal lang, der Einlaufende gibt auch dreimal lang und dann heißt es noch Dankeschön, nämlich einmal ganz kurz in der Büpp und der andere Büpp auch. Ja, wir haben jetzt aber nur die Chauffeur gehört. Ja, das war ja für die Landungsbrücken hier. Ach so. Das ist alles Touri. Das war einmal kurz, das war Brigitte. Das war danke. Ja, also wenn eure Dampfpfeife ausfällt, wir haben eine eigene dabei. Wo? Ja, steht vorne. Hast du gehört? Der kriegt jetzt zum HSV. Da ist die Fairplay 94, die hat die letzten Tage auch gut mit Aha. pirouettiert. Ja, liebe Grüße an Fairplay 94.
Hat viel Spaß gemacht in den letzten Tagen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wer da drauf ist. Ja, auf jeden Fall mal jemand, der mitmacht und der Spaß an seinem Job hat. Und der sich gerne mal auf dem Wasser dreht. Ist doch super. Und hier VB Saturnus. Die alte Lady. Ach Mensch, du, Hamburg bei bestem Wetter, ne? Ja. Traum. Ja, was meinst du? Wollen wir gleich mal auf die Brücke gehen und da den Herrschaften mal einen Besuch abstatten? Ja, ich sagen wir glaube, mal, die klar. sind so langsam im Entspannungsmodus. Geradeausfahrt. Ja, kommen wir von. Müssen wir wieder die Seite Ich glaube, es gibt nur einen Aufgang. Hier darf ich vorstellen, das ist übrigens meine Frau, da, guck. Hallo. Hallo, Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Was machen Sie hier? Schmeckt die Cola? Kann man das trinken? Ja, das ist das Hervorragend. Und schon eine Wurst gehabt? Nee, bitte? Schon eine Wurst gehabt? Ja. Herrlich. Ich habe die Kombüse schon gestürmt. Aha. Kennt mich doch. Ja, immer hungrig, ne? Immer hungrig. Und durstig. Und ihr so? Ja, wir haben noch Hunger, aber wir haben ja hier auch ein bisschen was zu zeigen. Ne? Wir müssen Schwester auch ein Hansen. bisschen. So, hast du denn schon klar gemacht, wann du denn mal eine Schippe Cola auflegen darfst? Ja, ich wollte mich jetzt erstmal stärken, weil Ja. ich muss erstmal was essen, dann was trinken und dann werden wir mal. Kohle schippen. Ja, Aber siehst ja stylisch aus, ne? ich bin's cool, ne? Ah, super. So ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen windig. Ja. Jetzt du, gerade mal bevor du nicht. dich erkältest, ne? Das will Mütze keiner. auf. Das will keiner. Nee. Aber Leute, jetzt geht, ne? ist es geil? Jetzt geil. Dann gehen wir gleich mal in den Boah. Kohlenkeller zusammen. Richtig gut. Ein Richtig Kessel. gut. Abgekesselt. Aber, ne, siehst du wohl. Aber du siehst auch heute ein bisschen schick aus. Ja, ich habe mich rausgeputzt für dich. Ehrlich? Ja, Wow. ne? Wir beide. Dachte mir, ich kann ja nicht einfach hier So schön so. maritim. Eben. Ne? Dem Anlass entsprechend. Einfach mal auftreten. Aber vielleicht möchte Anja ja mit auf die Brücke und mal den Ja, Kapitän möchtest du mal einen Hallo Kapitän sagen? kennenlernen? Der Kapitän, der braucht man nur. Einen echten Kapitän. Vielleicht darfst du ja mal am Kabel ziehen für die Ja, Pfeife. vielleicht kann ich ja mal so das Rädchen so. Oh nee, das ist, also vielleicht Wenn Pfeife. du Ist ganz das so lieb- wild? Ist das so wild? Steuern ist zu wild, oder? Na komm mal mit mir in deren, komm. Jo. Ne? Komm mal hinterher. Ja. Ja, wir haben Seegang, ne? Oh, ich bin da vorne. Guten Appetit. Hallo. Guten Appetit. Ja, danke. So, von welcher Seite dürfen wir denn nur rennen? Wollen wir von der anderen Seite mal rumkicken? Oder? Ja, da ist ja windmäßig, ne? Gehen wir einmal Ja. rum. Genau. Ich glaube hinten. Achtung, wir kommen einmal dran vorbei geschlichen. Ach, guck, Nilsi. Der ist auch überall. Überall ist er. So, wir dachten, wir kommen mal kurz und sagen mal guten Tag bei euch. Hier ist gerade Übergabe der Rudergänge. Oh, Ah, dann wollen wir Rudergänger. nicht. Steht da dem Steuermann. Dann warten wir noch mal einen kleinen Ja, Moment. wir warten mal einen Moment, bis sie die Übergabe gemacht haben. Da in der kleinen Brücke, da zählt jeder Mann. Ja. Guck mal. Ach guck, Kreuzer haben wir auch wieder. Costa müsste das sein, Costa Favolosa. Du, dann hau ich doch noch mal ein Dankeschön raus an Hansi für 100 Bits, Dankeschön. DKY, ein neues Prime Sub, danke dir auch. Adam 10 Euro. Nikira 20 Euro. Der Frank 8 Monate dabei. Yves nochmal 20 Euro. Mensch, Walter Waltershof 10 Euro und Hans-Christian 17 Monate. Mensch, Leute, ihr seid schon wieder sensationell. Vielen, vielen Dank.
So, wo ist denn Anja jetzt? Ich bin hier. So. Vielleicht möchte sie ja mal die Kapitänsmoderation übernehmen. Anja hat nämlich gesagt, sie hat sich extra vorbereitet. Aha. Sie hat nämlich ganz viel über die Schahörn gelesen. Soll ich das jetzt abrufen alles? Ja, willst du das Ja, mal, der willst du das mal mal los. übernehmen mit Hier, der Moderation? zack, zack. Nee, wir machen das beide. Ach so. Du bist ja die History hier von Hamburg Hafen. Wir müssen nur Ja, näher aber du hast zusammen, dich doch- because of the Mikro. Du hast dich doch vorbereitet. Also ein bisschen, ne? Die junge Dame hat Fragen. Die junge Dame. Ja, Also ich fachlich nicht, aber versiert. der Chat hätte Fragen. Wer ist denn die junge Dame? Schwester Hansen. Aha, Schwester Hansen. Guten Tag, Sie Schwester sind- Hansen. Ich bin Gunnar Henselmann, der Kapitän. Ein echter Kapitän. Ja, ein echter Kapitän. Das wollte ich immer schon mal kennenlernen. Ja, aber Ich bin sehr erfreut, dass Sie da sind. ja, wir sind auch froh, dass Sie alle hier sind. Wirklich? Ja. Aber so wie Freunde, es ist wirklich eine ganz tolle Fahrt. Also wirklich, wer das, Warten Sie, bis wir das Ende haben. das Ende kann nur noch besser werden. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Es ist ein bisschen windig, aber bei Ihnen da ist es nicht ganz so windig, Ja, ne? heute geht das an. Heute geht das. 3 bis 4 vielleicht maximal. Die Wolken sind aufgerissen, Regen ist weggegangen. Und, ja, Ja, wir haben ja gerade gelernt, immer zum Anlegen und Ablegen. war immer schon so in der Witznass. Seefahrt. Und der vorne auf der Back stand und dort anlegen musste, der war immer übelst dran, weil da war der meiste Regen, der den kam. Hinten konnte man sich aufschießen, aber Würde ich sagen, ich verstecke mich nachher einfach. nee. Wird schon gut gehen. Das sind ja alles nette Gäste, also wird das Wetter bestimmt gut. Wie lange sind Sie denn hier auf der Schahörn? Seit 2018. 2018. Okay. Und seitdem betreuen Sie das als Kapitän hier? Ja, so ungefähr. Ja, okay. Wir sind ja mehrere Kapitäne und Steuerleute, die aus der Seefahrt kommen Und und das ehrenamtlich machen. Das heißt, wir opfern mit großer Nachsicht unserer Partner zu Hause unsere Freizeit meist am Samstag und Sonntag und dann auch in der Woche, wo wir uns zu unserem sogenannten Arbeitsdienst treffen, um das Schiff fit zu halten. Tolle, also wirklich tolle Leistung, kann man ehrlicherweise mal wirklich zuhören. Und wir sind dankbar, dass wir da sein dürfen. Und ich hoffe, es kommen noch ganz viele vorbei. Nun, ich glaube, der erste Teil Ihrer Präsentation ist ja wohl gut angekommen. Wir haben sie an alle möglichen Leute verschickt, sodass auch alle Ihren Bericht vom letzten Mal sehen können und verfolgen können. Ja, aber nicht nur, ich denke, das hat was nicht nur damit zu tun, dass wir es in die Welt hinausbringen, das, was ihr hier treibt, sondern dieses Gefühl, wenn man an Bord ist mit euch. Ich glaube, das muss man erleben. Wenn man das nicht erlebt hat, ist es nur halb so schön. Das zeichnet uns ja eigentlich aus, dass die Liebe und die Zuneigung zu dem Schiff von uns rüberkommt in den Erzählungen oder Berichte, die wir abgeben gegenüber den Gästen. Was sind Sie denn für ein toller Kapitän? Aber da gibt es noch andere Kapitäne. Aber das liegt uns ja wirklich am Herzen, weil wir opfern unsere Zeit, wir sind mit Lust und Liebe dabei und das weiß ja kaum einer, wenn er so eine Hafenrundfahrt macht mit anderen Hafenrundfahrtsunternehmen. Hier ist das eben alles ein bisschen anders und hier kann man sich auch vor allen Dingen alles angucken. Das stimmt. Also das ist auch einmalig. Und was mir sehr auffällt, ist, dass dieses Schiff so seicht über das Wasser geht. Also das ist ganz besonders. Ne? Also wenn man auf einem dieselbetriebenen Schiff fährt, dann gibt es Vibrationen, dann gibt es Lärm, gerade im Maschinenraum. Hier ist das eben das sonore Zischen der Dampfmaschinen, das Anspringen der Schrauben und das Schraubenwasser, aber danach hält sich das alles sehr in Grenzen und es vibriert kaum. Also es ist ganz ruhig, es ist ganz friedlich irgendwie. man Und es schwebt macht das, praktisch ja. Und dafür finde ich, das macht es das ganz besonders. Gerade hier auf der Elbe, wo das ja immer so wuselig ist und ganz viele Schiffe und hin und her, kreuz und quer. Dann kommt die Polizei und dann kommt die Fähre und dann kommt dies und dann kommt das. Aber hier ist entschleunigt. Ja, wobei wir natürlich mit dem gleichen Ernst hier oben den Verkehr beobachten, den Busfahrer auf der Straße, weil wir wollen ja, dass unsere lieben Gäste, auch unsere Besatzung und das Schiff hier wieder nachher zurückkommen. Und da haben Sie recht, es ist zum Teil viel Gewusel hier auf der. Meistens nehmen sich die Hardag-Fähren natürlich die Vorfahrt, die sie zum Teil auch haben, aber nicht immer. Und dann treten wir so ein bisschen in den Hintergrund und halten uns ein bisschen zurück. Ja, es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach in der heutigen Zeit hier auf dem Gewässer zu schippern. Es wird ja auch immer mehr, auch die Fahrgastschifffahrt, die Ausflugsschiffe und der normale Hafenbetrieb ja auch. Das kommt auch noch dazu. Deswegen finde ich es umso schöner, dass wir es heute miterleben. Mit Sonne, Ja. mit ein bisschen Wind. Ja, aber das aber ist so schön. gehört sich's ja auch. Ja. Und
schön, dass wir da sind und schön, dass Sie da sind und alle, die dazugehören. Ja, vielleicht kann ich das eben mal vorstellen. Das ist Ja, unser natürlich. Rudergänger, der jetzt hier gerade am Steuerrad dreht. Der sorgt dafür, dass wir am Tonnenstrich, also an den roten und grünen Tonnen, durch das Fahrwasser fahren, elbabwärts. Dann haben wir auf der linken Seite unseren Steuermann Kai, der auch ein frisch benannter Kapitän ist. Der darf jetzt also demnächst auch ein Schiff alleine führen. Und wir zu dritt... Hi, Glückwunsch. Glückwunsch, Kai! Wir kommen wieder. Das kann man auch gut machen. Und Peer fährt jetzt eine halbe Stunde als Rudergänger, dann wird er abgelöst von jemandem vom Deck, von der Deckscrew. Und so geht das so mit den Rundtouren über die Fahrt bis zum Schluss dann eben Ablösungs. Ja, toll. Also sensationell. Ich kann das ja nicht anders sagen. Es ist toll. Es ist einfach so toll. Kann das sein, dass man da vorne auch die Ruderpinne sehen kann? Ist das so ein bisschen angedeutet da? Die Ruderpinne? Ja, also den Strich. Das ist die Lage des Ruderblattes Genau, das nach mein- Steuerbord und Backbord, damit Ja. der Rudergänger ungefähr einschätzen kann, wie die Lage gerade ist. Ja. Und das zweite Gerät, das ist die Anzeige des Drehkreises, sozusagen Grad pro Minute. Drehen wir jetzt 20 Grad pro Minute nach Backbord. Jetzt sieht er muss gegensteuern. Geht der Zeiger gegen 0, geht ein bisschen nach Steuerbord rüber, also drehen wir das Schiff wieder so nach Steuerbord und das pendelt sich nach und nach mit ganz wenig Ruderlage dann ein, sodass wir ständig geradeaus fahren am Tonnenstrich. Ja. Aber ihr könnt uns schon mal warm anziehen. Ne? Ich gehe bald nach unten in den Keller und hau noch ein paar Kohlen rein. Dann geht er richtig ab hier. Ja, das können Sie hier ablesen. Im Moment haben wir eingestellt auf Darf ich mal hier ums Eck filmen? Ja. Immer mal hier ums Eck filmen. Aber einfach rein. Komm rein, Paddy. Vielleicht darf ich mal hier dann... Ja, sehen Sie mal die So. Anzeige der Umdrehung. Sehen Sie Steuerbord und Backbordmaschine, die jetzt so zwischen 80 und 85 Umdrehungen pro Minute sind. Ja, nachher sind wir bei 120. Das ist zwar schön, wenn mehr Kohle aufgelegt wird, aber automatisch führt das nicht gleich, dass wir schneller sind. Außerdem haben wir im Moment gesagt, die gesundeste Umdrehung sind eben 80 bis 85 Umdrehungen für das Schiff. Für den Kohleverbrauch auch, denn so eine Tonne Kohle kostet um 500 €, die Das ist auch natürlich richtig, ja. auch pro Fahrt ausgenutzt wird, verbrannt wird. Und das müssen wir auch so ein bisschen im Kopf behalten. Auf jeden Fall. Vor Aber allen wir Dingen- können ja nachher einfach sagen, dass ich richtig Dampf gegeben habe. Und Sie sagen, wir haben eine volle Kante gegeben. Und ich bin dann echt schneller gefahren, weil ich echt reingehauen habe. Wir werden das beobachten und werden Sie daran messen, wie sich das verhält. Sensationell. So machen wir das. Im Übrigen haben wir heute nach der Fahrt noch eine Besonderheit. Wir werden heute noch Kohle bunkern. Das heißt, wir gehen an den Liegeplatz Bremer Kai hinter die Bleichen. Dort stehen 10 Big Bags mit ungefähr 10 Tonnen Kohle bereit, die wir mit einem Kran dann in diese Öffnungen Steuerbord- und Backbordseite, das sind diese Ringe, die dort am Steuerbord und Backbord sind, da wird das eingefüllt, damit wir für die nächsten Fahrten dann auch ausreichend Kohle haben. Kann man das dann einfach einkippen oder muss man richtig mit Schaufel dabei und Nein, Gas geben? Die Big Bags haben unten ja eine sogenannte Nozzle, eine Nase, einen Schlauch, der verbunden, zugeschlossen ist. Der wird dann aufgemacht und dann rauscht praktisch die Kohle in den halbleeren Bunker Ja. und wird über einen Trichter so ein bisschen geführt. Ja. Und das führt dazu, dass das relativ schnell geht. Was muss denn unsere Zuschauer-Community tun, damit unsere Schwester Hansen mal an der Dampfpfeife ziehen darf? Das kann sie gleich tun, wenn wir die Stettin passieren. Die ist unter Dampf, die wird Ja. wahrscheinlich Die sogar antwortet. Ja, Eventuell. Oh, da brauchst du aber erst eine Dampfpfeifeneinweisung, die oder? kann, Ja, aber bitte. Schwester, Dann komm doch einfach mal Schwester, rein. das ist unsere Schwester Hansen. Schwester Hansen darf jetzt auf die Brücke, vielleicht macht sie auch gleich eine Untersuchung, noch irgendwie Ja, einen das Puls ist- fühlen. ja, Oder gar Ja, kein das kann sie. Problem. Sie ist wirklich Okay. Schwester. Also, Ja, wir haben das hab ich schon ausgebildetes gemerkt. Personal. Wo ist denn diese Pfeife? Also, na, erstmal kommen Sie rein. Komm mal rein hier. Komm, lass mal den Dicken hier hinten in die Ecke, da Dann kann haben wir ich hier besser auf filmen. Steuerbordseite die Stettin in Neumühlen liegen. Das ist der Dampfeisbrecher Stettin, mit dem wir auch eng verbunden sind. Und meistens, wenn die unter Dampf sind, würden sie jetzt auch antworten. Deswegen geben wir jetzt 3-mal lange Töne, also 3-mal nacheinander oder ziehen aus der Hand. und kräftig festhalten. ziehen und Das wollte ich schon immer mal machen. So, wenn wir jetzt Glück haben, ist da jemand, zieht auch am Hebel, denn die haben sicherlich Kohle am Brennen. ja, die sind unter Dampf. Ne? Aber der umgewählt. Ist gerade keiner am Hebel. Doch.
Sensationell. Also ich bin jetzt total, ich muss jetzt mal erstmal eine Cola trinken. Ja. Wir haben Medikamente unten. Hol dir mal ein Fischbrötchen. Das war richtig cool, Leute. Nee, ehrlich, das war richtig cool. Ne? Ja, wann heuerst du an? Wenn ich dann auch ein bisschen älter bin und ein bisschen mehr Zeit habe. Und das ist ja noch lange hin. Das ist ganz Oh, was für ein Kompliment. Das oder? ist ganz lieb. Charmant ist er. So, hier vielleicht noch eins für die Zuschauer. Der Tonnenstrich, den haben wir ja eben angesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erläutert haben. Sie sehen hier am Steuerbord jetzt 2 rote Tonnen. Das ist die Fahrwasserbetonung auf unserer Steuerbordseite. Und an diesen Linien ziehen wir unseren Weg in Richtung Schulau. Dann folgen immer weitere Tonnen, die wir dann immer wieder als Ziel sozusagen nehmen, um das Fahrwasser eben zu befahren und elbabwärts zu fahren. Auf der Bergbordseite haben wir die grünen Tonnen. Man muss da vielleicht ergänzend Super. dazu sagen, dass die Richtung oder die Betonung immer vom Strom aufwärts geht. Also von der Mündung zählt, ist die jetzt unsere linke Seite, die rechte Seite. Es zählt immer die Betonung von der Mündung. Rechts grün, links rot. Links rot. Backbord, Steuerbord. Ja, es ist ein bisschen wichtig. Ne? Das fragen wir nachher auch nochmal ab, bevor Sie das Schiff verlassen. Also ich bin so gehypt, ich habe einen Puls von 893 Millionen Watt. Ich bin total... Du bist an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin an, ja. Ich bin richtig an. Leute, ich bin mal kurz weg. Also das war cool. Das war wirklich cool. Einen ganz lieben Dank an alle. Ja, Ihr seid ja danke schön. richtig gut. Ja, Wie das Fischbrötchen da hier oben, das ist zu empfehlen. Oder mit das testen wir jetzt gleich. Ich habe das schon alles getestet, weil ich immer hungrig bin. Okay. Das war sehr gut. Auch das war sehr gut. Ich habe immer Hunger. Ich habe immer Hunger, ich habe immer Durst. Ich brauche immer Action. Schwester Hansen hat die Fehlfräse. Danke euch, danke. Ja, bis Gleeks. Jo, also wir können schon mal festhalten, die Crew auf der Schahörn definitiv gut drauf, ganz tolle, nette Menschen, ja, machen jeden Spaß mit und vor allem halt, man merkt auch, dass sie vom Fach sind. Ja, der weiß, wovon er spricht. Also, so, wollen wir denn jetzt gleich mal Thema Maschine oder Ja, vielleicht noch einen Augenblick Geduld. musst du erst mal durchschnaufen? Ja, ich muss Musst du erst mal wieder kurz mal, runterkommen? ja, ich muss erst mal, weil Aber gleich geht ja eigentlich- wieder. Also ich muss mich ja auch noch umziehen. Ich kann ja Aber nicht mit so. der Action kannst du umziehen? doch jetzt mit dem Druck, den Nee, du so jetzt kann selber man nicht in die auf dem Kessel Maschine hast. Hallo, ich habe extra mal mehr Jungfrauenkostüm an. Habe ich extra mitgebracht für euch hier. Guck Klein, mal, Muggels. aber Guck mal schöne hier. weiße Flossen hast du Ja, heute, ne? Ja, das habe ich herrlich. extra gemacht. Weil wenn die nachher schwarz sind, können die dann auch schwarze Flossen werden. Super. Siehst du? Also hast du den blauen Overall mitgebracht, oder wie, zum Kohlenschippen? Dazu sage ich jetzt noch Ach nichts. so. Oha, wir sind gespannt, ne? Wir sind gespannt. So, wir gehen erst mal runter. Am besten suchen wir mal die Lehseite. Ja, genug Luft habe ich nun gehabt. So. Ja, war ein bisschen windig da. Ja, So, ich seile mich hier aber mal Wind ab. gehört ja der Tau. Einmal abseilen. Also das war doch schon mal ein Highlight, oder? Definitiv. Ein Dampfpfeifenkonzert von der Schahörn und der Stettin. Was willst du mehr? Was willst du mehr, oder? Also das war schon mal à la ganz weit Anja, vorne. ne? Und Anja natürlich wieder charmant. Aber ich glaube, sie wickelt die Herrschaften auf der Brücke auch so ein bisschen um den Finger, oder? Also ich habe so das Gefühl, sie hat da Erfahrung mit. Männer um Finger wickeln kann sie. Das kann sie. Definitiv. Ja. Und sie hatte immer so ein leichtes Blitzen in den Augen. Dass der Kraftaufwand trotzdem gering ist. Der Kraftaufwand ist ganz immer hoch bis zur Brücke. So. Moin. Moin. Ach, guck mal, hier ist der Jürgen. Hallo. Hallo Jürgen. Jürgen ist Heizer. Dürfen wir dich filmen? Ja, ne? Ja. Wir wollten dir gleich mal eine Praktikantin schicken. Ja, gerne. Ja, also unsere Schwester Hansen da, die war gerade schon auf der Brücke, hat schon das Dampfpfeifendiplom gemacht. Aha. Und gleich wollten wir mal gucken, ob wir ihr das kleine Heizerdiplom noch verpassen können. Da hat sie was Eigenes. Genau, was Eigenes. Ne? Wie war das noch? Bei Loriot? Das Jodeldiplom. Das Jodeldiplom, Ne? Ja, genau. aber Jodeln Ja. tun wir im Norden ja nicht. Nee. Ne? Hier, wir geben Bleibpfeife. Wir heizen. Ja. Wir heizen, richtig. Auch ein. Ja. Apropos einheizen, guck dir das da hinten mal an. Ja, die Kollegen machen ein bisschen Ja. Oh, das ist die. kaum Das kommt alles von dem Kreuzfahrer. Ja. Ja, also hinten hast du auf jeden Fall mal einen guten Teint hinterher. Ne? Ja. Als wärst du 3 Wochen in der Sonne gewesen. Gehört dazu, muss so sein. Ja.
Ja, wir kommen gleich mal unten, kommen wir mal rum. Ja, Kriegst du gerne. die Flagge da im Qualm, sieht richtig gut aus. Flagge im Qualm, oh ja. Das ist jetzt Moment. Räucherware, Ja. würde ich sagen. Ja. ne? Ich mach Platz. Herrlich. Oh. Eine eingeräucherte Hamburg-Hafen Herrlich. Live-Flagge. Guck mal, die hat ja jetzt schon Nostalgie da oben. Hast du es gesehen? Du, die könnt ihr hinterher versteigern. Ja, Für einen guten Zweck Für oder einen so. guten Zweck. genau. Das machen wir. Ne, auf der Flensburger Förde kommen wir mal ein Segler hinter uns, ne, mit schwarzen Segeln. Ne? Ja, der war zu lange hinter uns. Ne? Vorher waren die weiß. Ne? Kostenfrei umgefärbt. Ja. Das siehst du wohl, ne? Und der Segler hinterher Staublunge oder ging so? Nee, wir haben ja, das ist ja gar nicht, also viele Leute denken ja, wir vergiften hier die Umwelt, das ist aber nicht so. Wir produzieren ja keinen Feinstaub. Also da gibt es eine Untersuchung einer Universität, Ja. dass handbefeuerte handbefeuerte Dampfkessel keinen Feinstaub imitieren. Ne? Also das, was wir hier produzieren, das hustet man wieder ab. Also sind wir quasi eigentlich ökologisch unterwegs im Wir weitesten sind in Sinne. dem Sinne ökologisch unterwegs. Ja, das beruhigt mich ein bisschen. Also jeder Dampfer mit dem Diesel, der hier anläuft, der produziert mehr Dreck als wir. Ne? Okay. Ja, auch interessant mal zu wissen. Genau, hier schreibt gerade schon jemand, das Schiff hat ein H-Kennzeichen. Da darf man das. Ne? Na, das darf man, genau. Ein Denkmal darf qualmen. Ja. Das muss qualmen, oder? Das muss Ja. sogar. Finde ich auch. Also. Solange es selber nicht brennt, ist das alles gut. Nein, auf gar keinen Fall. Hier brennt ja nichts. Aber ich habe auch schon gelernt, das sind Belegnägel, ne? Das sind Belege. Ja, Mensch, ist doch was hängen geblieben bei der Peking. Na, willst du dich bereit machen? Gleich. Gleich. Ah, Ja. Gut, was kommt jetzt dran? Jetzt machen wir gleich Umstyling für Schwester Hans und die wollt Kohlen schippen, ne? Die wollte jetzt gleich mit Jürgen einmal. Ja. Ne? Ja, wer Moment schippt ist die schneller? Im Moment ist die andere Schicht dran. Die andere Schicht. Ja, wir gehen mal runter, wir gucken mal. Die sind ja alle nett. Ich muss den Schweiß trocknen. Das ist auch gut. Ja, dann wollen wir mal kicken, wa? Genau, wir gucken mal. Ja, Wir sehen uns noch. Ja, aber ganz gewiss, ganz vielen gewiss. Dank. Ah, hier, guck mal, der Salon. Guck mal, da ist Kissen noch gerade drin. Wollen wir mal den Salon zeigen? Ja. Ich hoffe, dass wir Kommen wir da. vorne rein, Also, ich ne? habe festgestellt, in dem Schiff ist empfangsmäßig immer echt ganz schwierig. Also es könnte jetzt ein bisschen hakeln, ne? Ja. Hallo. Nicht gepfiffen vorhin. Alles gut. War da oben nicht. Brigitte, Ja. kannst du mir mal einen Gefallen tun? Kann ich gerne. Stellst du dich mal hier in die Tür und hältst dieses Kästchen fest? Ja? Das ist unser Router. Das war ja Router. Ich bleib hier stehen. Ja, genau, bleib mal da stehen. Vielleicht wollen wir noch einmal den Salon zeigen. Sieht das nicht auch cool aus? Achso, Ja. Ich habe schon überlegt, wie wir das umbauen könnten, so als Lounge. Ja, ich hoffe. wolltest Geht man das das noch so ein ein ganz bisschen kleines gemütlicher Stückchen raus? Ja, genau, ich glaube. Reite mich ruhig weiter, aber nicht, Ja, so ist gut. Jetzt aber nicht dahin. haben wir Empfang. Alles klar. Jetzt haben wir Empfang. So, Brigitte ist fast über Bord. Aber Brigitte ist unser WLAN-Relay. Alles klar. Ja. Und wir haben hier auch ein echtes Hamburg-Hafen Live Geburtstagskind heute. oh, hier, Geburtstagskind heute. Ein Geburtstagskind. Ja, Oh, Happy Birthday. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Und eine schöne Ausfahrt an dieser Stelle. Router. Ach so, für die Leitung. Guck mal einer an. Geburtstagsfahrt. Das ist ein Träumchen. Aber wir haben gar kein Horn, ne? Kein Aber na gut, die Schauhören Hört sich ja schon. jetzt eh also heute das Schauhörenhorn oder die Ja, Pfeife. besser geht's gar nicht. Besser geht's nicht. Höre ich beim nächsten Mal wieder. Ja. Aber ist das nicht schön, der Salon hier? Ja, hat was, also, ne, oder? wie gesagt, es ist ja eine alte Senatsbarkasse. Wurde ja, das wurde ja im letzten Stream erklärt, wurde ja, ja so ein bisschen auch zu Repräsentationszwecken gebaut. Allerdings auch mit dem, damit das Ganze gerechtfertigt werden konnte, hat man das Ganze ja als Vermessungsschiff angegeben. Aha. Na, und ich muss den Dirk noch mal fragen, der weiß das ganz genau. Aber es war halt auch so ein klein bisschen Tarnung. Auf der anderen Seite war es aber dann auch für den Senat zu Repräsentationszwecken auch ein bisschen für den Kaiser gebaut. Aber der Kaiser war nie an Bord. Also Hamburg war schon immer ein bisschen kreativ, wenn es um Finanzierungen geht. Bis heute. Bis heute. Ja, Empfang ist super. Brigitte, du bist spitze. Achso, einfach durchlaufen. Auch mal live dabei, ne? Aber hier ist sogar Perlmutteinlage drin, ne? Oder was ist das? Das ist ja irre. Ja, also es ist richtig, richtig schick. Schön. Sogar Schnitzereien noch an der Seite mit dabei. Also cool. Echt cool. Ja, und das Lustige ist, die Stühle sind auch alle verankert. Da wird ein bisschen Seegang hast du denn da nicht vom Hocker kippst. Oder mit dem Hocker kippst.
Das wäre genau der richtige Tisch für so eine Pokerrunde. Ja. Ja, ist bestimmt auch gut so ein Bier rüberschieben. Habt ihr das mal von innen gesehen? Also Brigitte Ja, hält? Spitze mit unserem Router Da um ist noch ein richtig die cooles Ecke Oberlicht gefunkt. drin. Das freut mich. Dankeschön. Bitteschön, gern geschehen. Ich rufe dich, wenn wir wieder reingehen. Ja, ruf mich. Ich bin vorne. Ja. Gut, pfeifen kannst So. du ja nicht. Wo ist Ben? Hallo, Da. moin. Um die Ecke rum. So, ich versuche hier mal wieder rauszukommen. Hast du das gesehen? Da ist so ein richtig schönes Oberlicht drin. Ja, ja. Und das Licht hier an Bord war auch damals schon elektrifiziert. Also also die haben damals an Bord, gab es schon elektrischen Strom in erster Linie für das Licht. Weil ich hatte dann auch gefragt, was man denn noch hatte. Aber es war wirklich damals eigentlich nur das Licht, was dann elektrisch betrieben wurde. Ich glaube, im Chat kam auch gerade der Link zu dem ersten Stream von der Charhörn. Da waren wir ja alleine an Bord und da hat auch haben der Dirk und der Olli uns ganz, ganz viel erklärt, also ganz viel Background-Wissen, was ich so gar nicht mehr auf die Reihe bekomme. Also wen das interessiert, auf jeden Fall nochmal den Stream Sehr angucken. sehenswert, ne? Ja, da ist halt wirklich das geballte Wissen drin, weil wir haben damals schon gesagt, dass das natürlich heute mit den Gästen und dem Fahrbetrieb nicht so ohne weiteres möglich ist, so lange mit allen dann zu quatschen. Ja. Ja, aber so kann man mal hier und da mal kurz vorbeischauen und mal guten Tag sagen. Und, ne? Genau. Auch Ja. das Ganze mal dann in Fahrt filmen. Was Wie hast, das was hast du denn für einen schönen Reißverschluss Ja, da? schön, ne? Das ist ja ganz süß. Moin. Den hatte ich doch schon vor 14 Tagen in Papenburg, haben wir uns doch schon gesehen. Ah ja, gefällt's dir an Bord? Ja, super. Super, oder? Super schön. Tolles Fährt so Schiff. schön ruhig, ne? Ja, da das ist ja haben wir- dein Anleger hier, ne? Hier, Buhendei-Ufer. Ja, genau, hier Bubendeiufer. Ja. Frisch gestrichen. Frisch gestrichen. Wollen wir sonst noch vorne auf die Back? Ja. Beziehungsweise, ja doch, Back ist es, ne? Ja. Ja. Hier ist die Kombüse. Ja, hier wird fürs leibliche Wohl gesorgt, ne? Hallo, moin. Oh, das sieht aber auch verdammt lecker aus hier Ja. bei euch. Oha, guck mal, die Wurst, die wird gerade warm, ne? Ei, ei, ei. Oh, alles handgemacht. Das probieren wir gleich nach dem Stream noch, weil beim Filmen kauen gibt immer Haue. Aber nicht alles verkaufen, also so 2 Brötchen habt Ah, ihr. dann sind wir ja beruhigt, ne? Ach, guck mal, wer da ist. Uns Olli. Olli, moin. Na, hast du schön geheizt, du? Ich heize nicht. Ich heize nicht, ich kann nicht heizen. Hallo, das Doch, ist... natürlich kann ich heizen, aber ich lasse heizen. Ach so. Also das muss man ja auch dazu sagen, Heizen und Maschinisten sind halt klassischerweise 2 Berufe bzw. 2 Mannschaftsgrade. Und ich habe letztens in dem Stream auch gelernt, dass Heizen ist nicht einfach so Kohle aufschippen, das ist schon mehr, ne? Ich will mal sagen, das kommt natürlich auf die Schiffsgröße an, Ja. wo man das trennen muss. Charhörn, Stettin, das ist einfach zu groß, zu komplex, die Anlagen, dass man Tiger, Autolaufer, kann man sicherlich beides. Ja. Also haben wir ja auch gemacht, immer auf Tiger. Ne? Maschine gefahren, ungeheizt. Da reden wir ja von 50 Kilo die Stunde, hier reden wir von 300. Du hättest hier die Zeit nicht dafür, beides zu machen. Zu komplex. Deswegen ist das aufgeteilt. Verantwortung läuft aber natürlich auch für die Heizung, für den Kessel über die Maschine. Also der Sie wollen in den Heizkessel? Ich hoffe nicht. Aha. Aber hier ist ein Liedchen. Der Schief hat natürlich, wie auf der Stettin auch, auf der Charhörn, hat er die Gesamtverantwortung für die Anlage. Also, Aber ja. wie ist das eigentlich? Achten die Heizer selbstständig auch so ein bisschen so auf den Druck? Und also die arbeiten schon so, dass sie sehen, wann sie nachlegen müssen. Ja. Du Ja. musst jetzt nicht permanent sagen, nochmal eine Schippe drauf oder 2 Schippen. Das nicht, aber gerade wenn so viele Gäste an Bord sind, ist natürlich die Gefahr mit dem Klönen, ne? Dass das mal vergessen wird und dann sieht man das auch relativ schnell an dem, wir haben ja nur noch, wir können ja nur, bewegen uns ja nur zwischen 7 und 9 Bar. Das heißt, das ist eine sehr, sehr kleine Spanne, wo der Dampf weg ist. Also wenn man nicht kontinuierlich nachschiebt, weil wir ja auch kein hohes Glutbett mehr fahren, ist natürlich auch schnell der Dampf weg. Also wenn man da jetzt 20 Minuten nichts aufschmeißt bei voller Fahrt, dann fallen wir da so im Druck.
dass wir dann auch immer den Anker schmeißen müssen. Und dann dauert das auch wieder einen Moment, bis du es aufgeholt hast. Ne? Ja, genau. Ja. Und wenn man dann halt weiter voll fahren würde, kann sich der Druck nicht aufbauen. Also wenn ihr Anker schmeißen müsst, dann sagt Bescheid. Also den wird nicht lostreten, das ist kein Problem. Nee, da möchte ich nicht schief an Bord sein, wenn wir den brauchen. Also, ja, ich bin ja nur Gast, mir passiert ja nichts. Ich möchte das eigentlich nicht, dass ich den brauche. Das wäre so... Worst case. Ja, das darf nicht. Natürlich sind wir darauf vorbereitet. Wenn das passieren würde, können wir das natürlich, aber wir wollen das nicht. Ich mache ja nur Spaß. Ja, das weiß ich. Wir kommen gleich auch mal runter. Ja, da könnt ihr ja machen, wenn ich da bin. Ich habe jetzt Pause. Wie lange denn? Bis 2:30. Ja, das sind noch 20 Ja, Minuten. 20 Minuten und dann kommen wir mal runter. Ne? Dann wollte Schwester Hansen mal im Kessel vorbeischauen. Dann gucken wir auch mal bei dir vorbei. Sehr gerne. Gehen wir mal in 20 Minuten. Ich muss mich ein bisschen stärken. In die Heiligen Hallen. Ja, mach das mal. Die Wurst ist warm, habe ich gesehen. Ja. Ne? Kessel warm. Kessel warm. Kesselwarm. Und der Matthias wurde auch gerade in der Verpackung gefangen. Ja, wollen wir vorne eine Spitze? Ja. Moin. Jo. Oh, einmal vorne, Eine einmal Spitze, ganz nach ne? vorne an die Spitze. Ja. Oh, entschuldige. So, Vorsicht. Achtung, von hinten. Da hätte ich mitgeholfen und dann stand er mit dem Rücken. So, Ben, hast du Willst du genug einmal- Geld mit für eine Lokalrunde? Ich glaube nicht. Es ist sehr reizvoll, ne? Es ist sehr, sehr reizvoll. Ja, hier übrigens dann auch die Ankerwinden. 2 Anker. Ja, möchtest du durch? Ja, ich will mal gucken. Ich will mal schauen, Spitze. ob wir Spitze gucken können. Bug. Oh, schön auch hier die goldenen Verzierungen. Hübsch, oder? Sieht man jetzt natürlich nicht so gut aus der Perspektive, aber schon toll, ne? Ich halte das Mikro mal bordinnenseitig, ne? Ja. Ich will mal gucken, ob ich auf der anderen Seite etwas besser filmen kann. Also das ist wirklich ein schönes Schiff. Definitiv, oder? Definitiv. Aber wenn ich sie schon nicht läuten darf, ne, dann mache ich wenigstens ein Foto davon. Oh, guck mal, was ich da sehe. Nein! Nein! Ah! Nein! Schwester Ein Overall. hat sich umgezogen. Ich glaub's nicht. Jetzt muss ich erstmal zum Ja, Fototermin. jetzt ist hier Selfie-Alarm. Also Olli hat noch bis halb Pause. Wir haben gesagt, dass wir um halb runtergehen. Ihr könnt noch 20 Minuten jetzt hier Fotos machen, weil guck mal, Schwester Hansen im Hapag-Lloyd Overall. Ist das geil? Wie cool ist das denn bitte? Seid bereit, Leute. Geht gleich los. Geht gleich los. Also, Ja, da kannst du nichts mehr sagen. ja, sprachlos. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Du hast die Haare onduliert, damit die nicht so in deinen Kessel fallen. Dass ich noch kurze Haare habe. Großartig. Großartig. Eigentlich könnten wir doch dann noch schnell eine Wurst essen, oder? Ja, eigentlich schon.
Doch, Tanja? im Stream einfach mal eine. Habt ihr schon irgendwie, wir wollten mal gerade eine Wurst essen zwischendurch. Könnt ihr uns die vielleicht organisieren? Weil dann, und danach können wir dann irgendwie, ja, wir gehen mal wieder ein bisschen an die Seite. So, dann komm. Ja, das können wir auch machen. Wollen wir mal zur Kombüse gehen? Ich hole jetzt Ja. mal die Würste. Sag mal, ist das Paddy sein Alter? Oder hast du dir selber einen organisiert? Den hat Patti extra für mich nähen lassen. Ja, also der sitzt wie angegossen. Ehrlich? Ja, steht hier. Also auch die Farbe, ich muss sagen, du bist hier ein echtes Highlight. Wow. Ne? Endlich mal ein Highlight. Ja, du bist immer. Also, komm. Aber sieht das nicht toll aus? Guck mal hier. Absolut. Ja, ja. Das ist die neue Heizer-Azubine. Ja, macht Spaß. Ja, ich komme gleich. Ich gehe gleich. Haben Sie Rheuma? Nein. Hast du denn Rheuma oder ist das mittlerweile weg? Nein, man muss Rheuma haben, dann kann man da am besten arbeiten, weil da geht Rheuma weg. Man kann sich an jedes Blech anlehnen, es ist so schön warm. Da brauche ich keinen Räumer für, das ist super. Ich Ach so, liebe braucht man keinen Rheuma. Wärme. Ich liebe Wärme. Herzenswärme. Immer nur Wärme. Sonnenwärme. immer und überall. Weil ich gebe ja auch immer Liebe. Haben Sie denn eben geheizt? Nein, ich gehe jetzt Nee, gleich aber- erst runter. Aber die ist ja noch ganz Dampfpfeife haben wir sauber. schon. Ja. Werfen Sie 3, 4 Schaufeln drauf, Ja. dann kriegen Sie das Heizer-Zertifikat. Bogen mit Name, Anschrift und so weiter und Stempel von der Schörhahn. Ach was, guck Ja, mal hier. echt? Dran denken. Also muss man dreimal treffen, ja, weil das ist ja, glaube ich, auch eine relativ enge Luke. Das Ne? ist Pflicht, das ist Pflicht. Die Ja. Luke ist ja nicht ganz groß, aber auch nicht klein. Nehmen Sie Soll ich mal wenig. lieber meine Brille mitnehmen? Ja. Okay. Ja, das ist ein guter Einwand, dann hole ich die noch mal schnell. Ich habe noch Zeit. Das siehst du wohl. Und dann machst du heute das Heizerpatent. Bitteschön. Ja. Habe ich Erst auch noch nie gehabt. Dampfpfeife. Ein Heizerpatent finde ich super. Einen Rahmen und hinhängen. Ja, mache ich auch. Und nächstes Jahr wieder fahren. Muss man das denn jährlich Nächstes- wiederholen oder Ja, ist das ein Leben lang gültig? da bin ich nicht ganz sicher. Aber zweimal ist besser als einmal. Da das gebe ist ich, richtig. Also da gebe ich aber wirklich weg, ne? Finde ich auch. Ihre Essensbestellung. Würstchen und Brötchen mit Ja. Senf oder Ketchup oder beides? Ach nee, beides. Beides. Ja, das ist super. So. Nein, dann machen Sie den Heizer. Oder Sie holen die Freundin und die macht dann auch den Heizer. Das Heizerpatent. So ist es ja richtig. Das ist Heizerpatent. kein Problem. Wir haben ja genug Freunde heute dabei. Ja. Ja. Also Okay. so. Aber wir müssen das anhand des Overalls nachher abnehmen, weil wenn der so sauber bleibt, kann sie unmöglich bestanden haben, oder? Nein, sie wirft ja die Kohle weg. Sie schmeißt sie ja nicht über sich. Das Ja, wer weiß das ist schon? ein Moment. Wer weiß das schon so genau? Ja, das ist wohl wahr. Nachher bin ich Cinderella und mach so. Also ich kann Ihnen gleich sagen, Sie stehen hier, haben die große Schaufel in der Hand. Rechts unten in der Luke ist die Kohle. Einmal rein und dann geradeaus in das Feuerloch. Das kriege ich hin. Ne? Das kriege ich Der hin. Wärme nach. Da, wo die Wärme Das ist ein herkommt. super Einwand. Gut, dass wir sie vorher noch getroffen haben, bevor ich in den Keller muss. Also, ne, würde ich Jetzt schon immer vor, sagen. ich würde davor stehen und weiß nicht, wie es läuft. Ah. Das wird nichts mit dem Patent. Aber was ich sagen muss, nicht zu viel Kohle drauf werfen, weil dann wird zu viel Dampf erzeugt. Dann fährt die Maschine schneller. Das darf sie nicht mehr. Das weiß ich, das hat der Kapitän mir gerade das schon schon erzählt, erzählt. ne? Ja. Aber ich habe zu ihm gesagt, ich bringe das Ding auf 120 Umdrehung. Und dann hat er gesagt, oh, das ist viel zu wild. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin wild, wir brauchen wild. Ja, dann sollten Sie lieber den Wasserskier hinten dranhängen. Das schaffen wir auch. Hallo! Ja, ich nehme mal die. Haben wir aber mal noch die nicht Kamera dabei. In der nächsten Ja, Tanja, Saison nimm mal haben die wir uns Kamera. vorgenommen, Wasserski, mindestens 2 Wasserskier mitzunehmen. Ein Mono und ein Doppelskier. Auch nicht schlecht. Ja, Mal sehen, wer sich da freiwillig zu meldet. haben wir. Das ist mir zu kalt. Also, In der Elbe ist Jugend mir haben zu wir das kalt. freiwillig gemacht. Auf den Seglern kein Problem. ja, Aber warmes Wasser, kein Elbwasser. wollte ich gerade sagen, das ist der kleine, aber feine Unterschied dabei. Ne? Ja, noch Kann ich ja. schon irgendwie verstehen. Also, Auch mit einem dicken Neoprenanzug, das schaffst du. ja, dann ja. Ich bin schon Wasserski gefahren. Also ich glaube, ich kann das noch. Weil wenn man einmal Wasserski gefahren ist, dann kann man es wie Fahrradfahren. Ja, ist es auch. Ja. Dann ja, wenn man es schon mal gemacht hat, ja. Ja. Das stimmt. Das, Ja. das war ziemlich witzig. Aber es ist auch schon, glaube ich, 20 Jahre her oder so. Ja, ja. Das verlernt man nicht. Nee, das verlernt man nicht. Das verlernt man nicht, ist zu Anfang nur wieder schwer.
Aber dann. Ja, die Muskulatur muss erst wieder aufgebaut sein. Das ist das Schwere. Dass du wieder hochkommst von diesem Rennen. Also entschuldige bitte mal. Ich mach mal hier mein Overrad. Ich meine, geil ist der denn? Der richtet sich so mit Luft auf. Schon ein bisschen geil. Einfach versuchen. Einfach versuchen. Das Problem ist, wenn Sie reinfallen, dann dauert es etwas länger, bis die Chahörn gedreht hat, um sie wieder aufzufischen. Da müssen Sie aushalten. Ja, okay. Ja, das ist ein sehr wichtiger Einwand, würde ich sagen. Also, nee, also das mache ich dann lieber nicht. Ja, das dann erfriere ich. kann ich verstehen. Ja. Das sollen lieber die Jungen machen. Ja. Die können da verharren im Wasser. Das ist nicht so schlimm. Also insofern. Und unser Problem ist, wir werden dieses Areal wahrscheinlich nicht mehr verlassen. Also, dass wir vielleicht in die Karibik rüberdampfen. Aber warum denn nicht? Wir dürfen nicht. Bis 3-Meilen-Zone, glaube ich, ist dann schon Schluss. Also vor der 3-Meilen-Zone. Wir dürfen bis zur Elbmündung, das dürfen wir. Brunsbüttel und dann wieder elbaufwärts. Also alle Areale dürfen wir nicht mehr fahren, aus Sicherheitsgründen. Okay, ja. Ne? Wir müssen ja auf eure Sicherheit auch achten. Da bin ich sehr dankbar drum. Ja. Dass hier jemand wirklich alles so Bisher übersehen kann. sind immer so viele Gäste von Bord gegangen, wie gekommen sind. Das ist sehr löblich. Sehr löblich. Ja. Und zwar senkrecht, nicht waagerecht. Auf der Bahn, auf der Liege. Oh, herrlich. Übrigens, deine Tochter ist im Chat. Ach was! Highlight des Tages. Moin, Mäuschen! Mutti im orangen Overall. Love you all! Ja! Herrlich, oder? Ja. Mäuschen, bleib dran. Ich gehe gleich in den Kohlenkeller und schipp mal eine Runde Kohle. Da müsst ihr mit. Ja, auf jeden Fall. Dann lassen Sie sich nicht zu kalt werden oder im Moment aufwärmen. Geht ja unten, ne? Ja, das geht ganz gut. Unten ist ja richtig warm für Aufwärmen und dann schippen. Also, ich würde sagen, geht gleich los. Ne? Aber vielen, vielen Dank. Ich gucke mir das heute an. Dankeschön. Wirklich? Hartmut, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu schnacken, hör mal. Ja. Und du bist so schön warm auf deinem Rücken. Ehrlich? Ehrlich. Oh, ja, total. Einige. Oh, du bist so schön warm mit der Sonne. Das hat mir heute noch keine gesagt. Siehst du? Man, gut, dass ich auch bei dir war. Ist so, kaum ist Anja da, wird jedem warm. Ne? Das ist einfach so. Oder war ich? Ja, der Hartmut. Also die ganze Crew auf jeden Fall auf der Chahörn. Also ein ganz großes Lob. Ihr macht richtig Spaß. Also ganz als ehrlich, Crew, wirklich. ihr habt so viel Herzlichkeit dabei und so viel Freude, die ihr jetzt dabei zeigt. Es ist ein Gedicht. Das macht wirklich riesen Freude. Ja, danke. Ja? So soll es sein. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es demnächst noch Tickets gibt für die Chahörn. Also wenn jetzt nach dem Interview mit Hartmut nicht alles ausverkauft ist, dann weiß ich auch nicht Bescheid. Also wer jetzt nicht mit Hartmut heizen will, ne, dann weiß ich auch nicht. Nee, Hartmut ist kein Heizer. Nein. Also das ist hier strikt getrennt an Bord. Einfach durchlaufen. Dankeschön. Das ist getrennt. Ja. Nee, aber wenn man in Hamburg ist und hier ein Ticket kriegen kann, also ich würde es jederzeit wieder machen. Das macht so viel Spaß. Das ist echt der Knaller. Übrigens war eine super Wurst, ne? Ja, wir haben noch 10 Minuten und dann gehen wir runter. Alles klar. So. Guck mal, Peter ist auch schon wieder da. Moin, Peter. So verbringen wir unseren Hochzeitstag, ne? Euer Hochzeitstag, war das nicht der 40. oder? 41. 41. Hochzeitstag. Ja, ja. Peter, wo kommt ihr her? Hameln. Hameln. Bad Pyrmont, Weserbergland. Ah, okay. Und jetzt extra für die Chahörn hergekommen. Nein, wir waren vorher auf ihr der wart ja auf AIDA, der- ihr wart- stimmt, wir haben ja gerade zu gestern Metropolentour erzählt. gemacht und gleich 3 Tage dran gehangen. Ja. Stimmt, hast du ja gestern erzählt. Ja, aber- ja, ja. Du, mein löchriger Kopf. Na ja, wir kennen ihn. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Ne? Ja, danke. Wir haben ja gerade bei der Einweisung auch gelernt, die Ehefrau hilft einem dann auch in den Rettungsringen. Ne? Ja, die hilft mir Und schon. wenn sie dich loswerden will, dann wird das halt nichts. Die Ne? hilft mir schon 41 Jahre. Ja, dann. Louis C. Jakob, eines der Nobel Hotels hier in Hamburg an der Küste. Louis C. Jakob. Guten Appetit. Da ist das Noble Hotel. Lasst euch schmecken. Ein sogenannter Skischuh. Ein schicker Schuppen. Achso, ein Skischuh. Ausgebucht, Schwester und Hartmut. Ja, genau. Die beiden kann man auch als Paar fürs Entertainment auf der Hochzeit buchen.
Ja, da brauchst du auch kein Disc-Jockey mehr. Ja. Ja, wir sind schon ein ganzes Stück gekommen. Louis C. Jakob, das ist hier, also wir sind auf jeden Fall am alten Schweden schon lange vorbei. Der ganze Elbstrand. Wir kommen jetzt gleich schon so Richtung langsam so Blankenese. Das dauert auch nicht mehr so lange. Ich glaube, wenn man bei dem Hotel unterkommen möchte, da braucht man eine etwas dickere Brieftasche oder eine entsprechende Kreditkarte. Ne? Ich glaube, die waren nicht ganz günstig, ja, oder? Die sind nicht ganz günstig, aber die haben natürlich auch eine tolle Dachterrasse da oben. Ja, also die Lage ist schon ziemlich Premium. Definitiv. Also ich muss sagen, die Crew macht Ist geil, oder? richtig Bock. Die haben richtig Spaß dabei. Macht richtig Bock. Ja. Also das ist, das wenn ist so so ein schön, diese Herzlichkeit. Aber wenn so ein Schiff voll ist, ne, dann haben die natürlich auch jede Möglichkeit, Entertainment zu machen. Ne? Man muss glaub, dazu sagen, es ist kein Selbstläufer. Also die Karten, die verkaufen sich hier nicht von alleine. Die sind natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen, dass ein klein wenig Werbung gemacht wird. Und da freue ich mich natürlich, wenn wir da so ein bisschen unterstützen können. Ja. Denn ja, diese Schiffe gehören zwar der Stiftung Hamburg Maritim, aber was halt so den Betrieb angeht, gerade Kohle und so weiter, da sind sie halt schon auf Gäste angewiesen. Und ich glaube, die haben irgendwo haben sie so eine kritische Größe, glaube ich, von 35 Gästen oder so, die sie voll haben müssen. Und sonst müssen sie leider auch echt eine Fahrt absagen. Ja. Und das ist schon wirklich ein bisschen traurig, vor allem dann, wenn du irgendwie 20 Buchungen hast und dann absagen musst. Von daher, also buchen. Wenn ihr Spaß haben wollt, eine tolle Fahrt haben möchtet und dann auch noch dem Schiff ein bisschen was Gutes tun möchtet. Ja. Also ich finde das toll, weil das letztendlich finanziert das ja auch den Erhalt des Schiffes am Ende des Tages. Absolut. Ne? Ja. Und solche alten Schiffe in Fahrt zu sehen, finde ich, ist was Besonderes. Gerade hier auch in Hamburg, wenn man da dann spazieren geht, an der Kaikante steht und so ein altes Schiff noch sieht, ist ein Traum, gehört dazu, ist schön, wenn es erhalten wird. Also ich glaube auch vorhin, alle, die da in Övelgönne standen und die mitbekommen haben, die Schahören und die Stettin, beide mit ihrer Dampfpfeife. Die Stettin natürlich cool, hinterher mit dem Eiswarner, das ist ja immer noch das Highlight. Ne? Ja, definitiv. Ja. Ne? Ja. Okay, so, wir haben noch ein paar Minuten. Wir können mal. Ja. Waren wir da eigentlich schon mal? Nö, da waren wir noch. Ich glaube, das ist das Sonnendeck oder Ja, dann lass uns doch mal. Wir gehen mal zum Sonnendeck. Ja, hier wird einfach mal so ein bisschen aufs Wasser gekickt. Ne? Da vorne ist Airbus. Ja. Guck mal, jemand von Fairplay. Ja, hier ist auch Fairplay ist an Bord. Ja, Fairplay an Bord. Hier kann nichts passieren. Guck mal da, für alle Flugzeugfreunde, da steht der alte Super Guppy, Vorgänger vom Airbus Beluga. Ist der Ja, Super auch. Guppy nicht sogar... Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Sag ruhig. Ist der nicht von einer anderen Gesellschaft? Das ist von der anderen mit B. Also ist auf Basis von einer Boeing-Maschine. Welche genau kann ich dir nicht sagen. Und die hat, glaube ich, auch Propellerantrieb. Guck mal. Ja, siehst du? Irgendwie ist doch ein bisschen was hängen geblieben. Ist doch schön, wenn wir unterwegs sind. Ich lerne immer wieder was Neues. Achtung, Kamera kommt. Macht nichts, ist gut. Aber hier kann man auch das Oberlicht sehen, was unten im vom Salon Salon. ist. Ach so, und hier belüften die dann auch. Ja, hier ist offen. Ja. Toll, dieses alte. Ja, ist klasse, oder? Diese Bleiglas, ne? Bleiglas. Nennt man das so? Ich glaube, ja, könnte es Ja, sein. das ist Bleiglas. Ja. Finde ich großartig. Da werde ich nachher mal ein Bild von unten machen. Ja, also hier oben kann man dann auch trocken sitzen und vor allen Dingen auch relativ windarm. Ach, Das guck ist mal, natürlich Sophia super Soraya angenehm. kommt gerade vorbei. Und jetzt hast du keine Drohne dabei. Jetzt keine Ach, Mensch. Drohne. Ja, du doch auch nicht, Ben. Nee, ich auch nicht. Aber ich war heute Morgen schon. Ja. Wann gibt's denn endlich die neue Drohne? Ach, hör auf, du. Ich kämpfe ja schon mit allen Mitteln, ne? Auch unlautere. Ja. Bei Kirsten? Ich habe auch Kirsten schon gesagt, dass ich abwaschen werde. Aber auch das zieht nicht. Sie sagt, das dauert zu lange, bis sie... Wobei, sie braucht dann nicht abtrocknen, weil wenn ich vorne fertig bin, ist hinten alles trocken. Nee, also es ist schon sehr, sehr reizvoll, ja.
Ich hau noch mal schnell ein paar Dankeschön raus, bevor wir zur Maschine gehen. Die Zuschauer unterstützen hier wieder so großartig. Der Detlef, der ist jetzt auf der Speicherstadt dabei. Detlef, Dankeschön. Leon haut noch mal 5 Mitgliedschaften raus. Frankie72 ist auch da mit 10 Euro. Dann ist der Pazi vorhin mit 10 Leuten rüber geradet. Leider nicht mitbekommen. Den einmal die Kamera auch Ja, mit du kannst die Kamera gerne nehmen. Ja. Wenn du kurz ein Stück mitkommst, Ja, dann kann ich den Leuten ich was komm zeigen mit. und du kannst weitersprechen. Ach, da kommt die Anina. Auf der Anina fährt der Christian, der auch ehrenamtlich in der Maschine auf der Cap Santiago fährt. Ja, Leon, auch nochmal 2 Euro Superchat für das Horn Battle, Scharhörn und Stettin, Dankeschön. Betze Murphy, 3 Monate dabei. Bullforce seit 10 Monaten auf Twitch dabei. Rudi16 lässt 5,99 da. Kerstin Steiger, 10 Euro Superchat für Lachsbrötchen. Okay, es ist jetzt eine Wurst geworden. Aber der Lachs sah auch lecker aus. Aber ist ja auch Lachs. Ja. Und Ronny Herzog, Wurst und Getränk für Schwester Hansen, 10 Euro. Ja, die Dame hat ja immer Hunger. Sie hat immer Hunger. Und Fuba, 13 Monate. Dankeschön. Hinter uns ist Fairplay 95. Großartig. Dann kann uns auch nichts mehr passieren. Wenn irgendwas ist, die Jungs schleppen ab. Aber wenn die rausfahren, kann das sein, dass da noch irgendwas Großes kommt? Wenn die so weit rausfahren, Die fahren ja nicht aus Spaß, ne? Oder haben wir jetzt eine Begleitfahrt? Dann müsste ich Kirsten Bescheid sagen. Die möchte unbedingt mal auf dem Schlepper. Können die Längsseite festmachen? Ja, ich habe mich kürzlich noch mal darüber unterhalten mit einem Freund. Der hatte auch unseren Stream geguckt aus Warnemünde. Also das auf dem Schlepper, das war schon großes Kino. Das hat Spaß gemacht. Definitiv. Jetzt müssen wir gleich mal unsere Azubine suchen. Ja. Ah, da hinten seid ihr. Ihr seid im Doppelpack unterwegs. Der Maschinist, der ist total lustig. Den müsstet ihr Andi auch noch mal interviewen. Der ist richtig gut drauf. Der Maschinist, der steht doch hier, der ist die Wurst. Nein, was macht er denn? Steuermann. Steuermann, Steuermann, Maschinist ist doch alles das Gleiche. Also, eigentlich bist du doch jetzt Kapitän, ne? Hast du nicht dein Patent gerade bestanden? Ja, ich habe die Prüfungsfahrt bestanden. Aha. Das Patent habe ich ja schon ein bisschen länger. Ich muss das Mikro ranhalten. Ich habe das irgendwie nicht drauf, ne? Ja, das Also ist pass auf, ich bin gelernter Nautiker, Diplom-Nautiker, also Kapitän auf großer Fahrt. Ja. Aber um hier so ein Schiff zu fahren, musst du eben halt lernen. Ja. Das ist was anderes. Was ist als ein Containerschiff. Einfach durchlaufen. So ist das. Also ein bisschen was anderes als ein Containerschiff und du musst dann hier quasi nochmal neu lernen, weil anderer Antrieb, andere Maschine und Anderer Antrieb, ganz andere, ich sag mal, Manöviereigenschaften. Wir haben ja ein Zweischraubenschiff, was angenehm ist auf der einen Seite, aber man muss eben halt auch lernen, damit umzugehen. Ja. Und auch lernen, damit umzugehen, dass ein altes Schiff natürlich alles ein bisschen länger dauert, ein Kommando umzusetzen. Auf dem Containerschiff geht Table on the Table, Knopf drücken, funktioniert. Ja, im besten Fall natürlich. Ja. Und hier muss man eben halt sich vorher schon ein bisschen Gedanken machen, was mache ich jetzt als nächstes, weil es dauert seine Zeit, bis es umgesetzt werden kann, weil alles von Hand geht. Ja, und wird dann das Signal, was von oben kommt, erstmal bestätigt, damit Das du wird weißt, okay, bestätigt, er ist ja. wach. Ne? Und Das ist aber eigentlich immer die normale Kommandostruktur, dass man ein Kommando gibt, das Kommando wird wiederholt, dass man das verstanden hat, dann erfolgt die Umsetzung und dann, wenn die Umsetzung erfolgt ist, wiederum die Rückgabe, dass es jetzt umgesetzt ist und das wird dann vom Kommandogebenden wiederholt. Das ist also so eine Kette, die eingehalten werden muss, damit dann auch alles funktioniert. Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Also Bestätigung bedeutet verstanden und Ja, dann wird es genau, auch richtig umgesetzt. genau. Ja. Wir müssen uns ja darauf verlassen können. Ne? Ja. Wir wollen ja nicht in die Pier fahren. Wir wollen ja für die Gäste eben halt auch, dass sie sich sicher fühlen und dass das alles funktioniert. Und ich habe gelernt, immer am Tonnenstrich entlang. Immer am Tonnenstrich entlang, ja. Und immer auf der richtigen Seite. Ja, Ich habe ja auf beiden Seiten einen Tonnenstrich, ja. Richtig, ne? Aber wir wissen ja auch, Backbord ist grün und Steuerbord ist rot. Ne? Ja, tatsächlich ist das neu. Wieso? Also ich habe was anderes gelernt. Steuerbord ist grün und Backbord ist rot, ja. Ja, meine ich doch.
Steuerbord. Nee, du hast das eben andersrum gesagt. Ja. Siehst du, ich hab's verkackt. Ich konnte euch jetzt leider gar nicht hören. Aber der ganze Rest hat gehört, dass ich es verkackt habe. Ja. Steuerbord und Backbord in den Farben durcheinander gebracht. Ganz schlecht. Sag doch einfach, du bist Rot-Grün-Verwechsler. Ich habe sowieso eine Rot-Grün-Schwäche. Ja, deswegen hat ja hier eigentlich jeder Kapitän so ein kleines Kästchen an Bord, was er immer mit an Bord bringt, wo 2 Tafeln drin sind. Eine grüne Tafel, eine rote Tafel, auf der roten Tafel steht Backbord und auf der grünen Tafel steht Steuerbord, damit er das nicht vergessen kann. Dafür gibt es diese Bändchen am Arm, oder? Ja, das ist ja, die haben ja wieder Sicherheitsgründe hier, das Sammelpunkt. Ich dachte, das wäre für Steuerbord, Backbord. Und grün ist all inclusive, du hast leider nur das rote gekriegt, ne? Du musst bezahlen. Ja, siehst du, aber wieder was gelernt. Wollen wir uns mal in die Maschine wagen? Ja. Ja, du hast das vielleicht dadurch verwechselt, dass natürlich von der Mündung aus gesehen, was wir jetzt an links sehen, Backbordseite, die grünen Tonnen sind. Weißt du was, ich danke dir für die Rettung. Ja, so, und das geht, weil das immer von der Mündung, von der Flussmündung, die Seeschifffahrtsstraße ist eben von der Mündung aus gesehen, die rechte Seite grün und die linke Seite rot. Deswegen fahren wir jetzt, weil wir abwärts fahren, auf der rechten Seite die roten Tonnen. Ja. Das ist eben halt die Logik, die dahinter steckt. Und dann kann man das schon mal verwechseln. Ich lerne noch ein Das ist bisschen. nicht der erste, dem das passiert. Ich fühle mich beruhigt. Ja. Ja. Nehmen wir Anja mit. Ja, wo ist sie denn? Wo hat sie? Da. Guck mal, wo es leuchtet. Leuchtend orange ist Anja. Nach Schleichwerbung für Hapag-Lloyd. Ja. Ja, was geht ab? Was geht ab? Ja, die Kohle geht jetzt ab. Ja, geht jetzt los mit Wollen wir mal runter? Ja, ich bin bereit. So, dann muss ich mal gucken. Ich muss erstmal mein WLAN Ja, verlegen mach mal hier. check. Mach mal check. So, kommt mal mit. Nee, Sehr kommt mal mit. Achso, ich komm mit. So. Ich komm aber jetzt zum Typen. Typen. Das finde ich geil. 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 Woher nicht? Das sind die letzten beiden Male, die wir tun. Okay. So, also wir müssen mal gucken, wie lange wir filmen können, weil irgendwann steigt das Handy aus wegen der Hitze. Also, Es ist hot. Du musst schnell schippen. Also, so, ich hoffe mal, das Netz hält. Nee, der hat sie alles richtig gemacht, weil dann ist die Kohle ja im Kessel gelandet. Das ist Musik. Das ist Musik, oder? So, wir müssen uns gleich ein bisschen organisieren, weil es hier natürlich etwas eng ist. Haben wir hier genug Platz? Ja, wir müssen gleich mal da so rum. Ja. Ah, alles gut. Ich komm dir nach. Olli, das ist pure Musik. Also wenn die Maschine so schnurrt. Wie kennst du ne? Boah. Ist das, also, Anja, guck dir das doch mal an, diese Maschine. Ist das nicht... Guck mal, wie gut die gepflegt ist. Da ist ja gar kein Schmotter drauf, ne? Nein! Die ist, als wenn sie gestern gebaut wurde. Ja. Aber sind das wirklich noch die Originalteile? Warte mal. Du musst mal mit dem Mikro hier um die Ecke. Oder Ben. Genau, oder Anja, hält das mal. Also wir haben jetzt hier den Olli bei uns und ich habe ihn gerade gefragt, ob es wirklich noch die Originalteile sind, die hier immer noch zu laufen zu scheinen irgendwie. Aber es ist, aber es sind sie, Die ne? Originalen, ja, aus 1908. Aber das ist doch irre, wie geht das? Aber meine Waschmaschine hält maximal 10 Jahre und das Ding über 100. Früher wollte man ja, dass die Sachen so lange halten. Ne? Heute will man das ja nicht. Da ist der Sehr Unterschied. überdimensioniert gebaut. Ne? Ja, aber es ist schon verrückt. Natürlich sind viele Teile schon mal erneuert worden. Ne? Irgendwelche Kolbenstangen, Gleitbahnen. Kolbenstangen. Oh. Guck mal, die da so hoch und runter gehen. Ja. Die immer schön glitschig sind. Glutschig.
Ja, besser ist das auch, Das ne? muss ja halt immer gut geschmiert werden, alles. Dann läuft das auch lange. Das ist wie in einer Beziehung, ne? Da muss auch immer geschmiert werden, hör Muss mal. flutschig sein. Ne? Also ich würde mal sagen, Sag mal eine Frage noch, Olli, warum hat man damals 2 Maschinen eingebaut? War das aus Redundanzgründen oder? um ordentlich Dampf auf den Kessel zu kriegen. Guck mal, so ein bisschen als kleines Beispiel, die Alexandra, die ist ja quasi Vorgängerschiff, also nicht Vorgängerschiff, blöd gesagt. Die Alexandra in Flensburg, das ist ein Personenschiff, die wurde vor der Cheyenne gebaut. Also wo die Cheyenne gebaut wurde, lag die Alexandra auf den Ausrüstungsteil. Und da, bei der Alexandra, da hat man quasi das Sparprogramm gebaut. Hier war Geld ohne Ende da. War ja für den Kaiser. Deswegen hat man gesagt, man baut hier 2 dicke Maschinen ein, je 412 PS, die man sicherlich gar nicht brauchte. Aber das war ja egal, was es kostete. Und 2 Maschinen hat natürlich den Vorteil, man ist ja erstmal besser manövrierfähig. Bei 2 Maschinen. Man hat den Vorteil, wenn eine Maschine ausfällt, ist man immer noch manövrierfähig. Der Nachteil ist bei unserem Schiff, das Ruderblatt ist in der Mitte von beiden Maschinen. Das heißt, wenn wir ganz langsame Fahrt haben, haben wir keine Ruderwirkung mehr. Das ist der Nachteil, weil das Ruder keinen Anströmen hat. Ach so, ja. Aber beim Ablegen vorhin haben wir schon festgestellt, da werden auch die beiden Maschinen benutzt. Da gab es halt auch Befehle Backbord, Steuerbord. Man fährt dann im Regelfall eigentlich bei langsamer Fahrt ablegen, alles nur mit beiden Maschinen. Und man kann ja mit beiden Maschinen auf den Teller drehen. Aber mehr als 9 Knoten kommt beide nicht raus, ne? Gut, das ist wieder nautisch, das weiß ich nicht. Ach so. Aber, Du musst Olli nach Druck fragen. Ah, der Druck. das Druck, Wie viel Druck haben wir denn hier? wir haben maximal. Vielleicht das Mikro im Gesicht. Ja, damit man nicht Wir versteht. fahren ja maximal 9 Bar. Ja. Ne, das hat folgende Gründe. Der Kessel ist 117 Jahre alt. Und Stahl verliert natürlich irgendwann im Laufe der Zeit an Festigkeit. Und aus Sicherheitsgründen, dass wir immer noch nach Vorschrift fahren, hat man den Kesseldruck abgelastet. Man hat gesagt, um den Kessel weiter sicher betreiben zu können, fahren wir nicht mehr mit 13 Bar, sondern nur mit 9. So, und das hat natürlich, Druckanzeige ist hier oben. das hat natürlich die Folge, das haben wir 8 Bar, das hat natürlich zur Folge, dass wir keine 412 PS mehr haben, sondern nur noch, weiß ich nicht, 350, ich weiß es nicht. Aber ich sehe schon, der Kesselmeister wartet auf mich. Soll ich kommen? Jetzt wollen wir kommen. Jetzt kommen wir. Warte, Ben. Hier. Hier. Also hier muss man ich muss ein bisschen hier an der Tür stehen bleiben, wegen Empfang. Geht ihr mal rein, ich filme das von hier. Süß in dem orangen Overall, oder? Ja, ja. Ich gehe hier so ein bisschen an die Seite, damit man Anja ein bisschen ziehen kann. Ja, danke. So, wie viel Stoff gibst du denn jetzt? Kapitän will Wasserski fahren. Hat er gesagt. Wasserski? Wasserski fahren, ja. Das heißt, wir müssen ordentlich einheizen. Ja, siehst du. Also, da ist die Kugel und hier ist das Feuer. Leute, ich will jetzt die Emojis Du sehen. musst immer so ein bisschen Platz machen für die Kamera. Die Schaufel wird so angepasst, ja, damit man die beste Führung hat. Kohle aufnehmen. Und dann wichtig ist, wie beim Fahrradfahren, dahin gucken, wo man hin will. Ne? Also wo die Kohle hin soll. Wenn ich auf die Schaufel gucke, werfe ich garantiert daneben. Also ich will da hinten hin, dann gucke ich da hin, hol Schwung und lass die Kohle dann von der Schaufel rutschen. Gut? Alles klar. Alles klar? All doors and flight, sag ich nur. Haut die und Emojis wie oft raus. muss sie treffen, damit sie das Zertifikat bekommt? Naja, wir gucken mal, wie das so losgeht. Ne? Mach mal lieber die kleinen Kohlen, ne? Nimm mal die kleinen. Ja, siehst du, nimm doch gleich ordentlich.
So, 1, 2 und zack. Siehst du, hervorragend. Soll ich noch einen? Ja, bis ganz hinten. So. Und ruhig weiter vorne an. Das ist die Führung. Einmal drehen. So. Das ist ja hot hier bei euch, ne? Okay. Schön muckelig, ne? Ja! Guck mal, jetzt bist du im Park. Ja! Alles. Komm. Ja. Leute, ich will die Emojis, die Feuer-Emojis. Genau, Feuer-Emojis brauchen wir im Chat. Leute! Nicht Feuer. Herr Kapitän, geht jetzt los mit Ihnen! Sie können jetzt gleich loslegen da oben mit Ihrem Wasserski. 1 und 2 und hüpf! zack! Oh, hängen geblieben. Oh. Oh, der greift das rein. Tja, mal das mit der Hand. Ja, so. Der ist verrückt! Auf den handbefeuerter Kessel, oder? Reicht das schon? Oder muss ich noch mehr? Guck mal, sonst haben wir auch so einen Brock. Erstmal rein. Ne? Und damit machen wir dann Heizerbillard. Ja, da haben wir auch die Kegel. Wie viel ist denn das Ding? 2 Meter. 2 Meter so? Ja, aber da kannst du dann nicht hinschippen, 2 Meter. Oh, der Chef schippt jetzt 2 Meter. Ich gehe beiseite. Ja, okay, du kannst. Hast das am Ende klingeln? Ja. Das hat aber echt geklingelt. Das hat echt geklingelt. Ne? Du, das war wild hier bei dir, du. Willst du eine Runde unten bleiben, oder? Ja, hier ist die beste Luft auf dem Schiff. Ne? Hier ist die Klimaanlage. Ja. Ne? Alter! Ja. Das ist ein bisschen geil. Ist cool, oder? Ja. Das ist schon So, ich geil. finde, da wird der Schwester Hansen mal noch ein paar Follows da lassen. Für die Leistung. Haben Sie die Feuer-Emojis raus? Ja, und der ganze Wirklich? Chat ist, guck mal, der Chat ist voll mit Feuer. Dann hauen wir hauen jetzt noch einmal eine Feuergeschichte da rein. Das machen wir nochmal. Das war geil. Nochmal Feuer. Ja, nochmal Feuer. Müssen wir immer den gleichen Topf nehmen? Nö. Wir wollen mal die Herausforderung. Ja. Wir wollen uns steigern. Oh, Level 2. Den hier? Den immer? Ja. Wir wollen uns steigern. Da muss auch was rein. Ja, guck mal. So wie eben, du hast die Höhe. Du hast jetzt Air-Condition, ne? Ja. Das ist ja geil, ne? Also, 1, 2, 3 und zack! Ja. Oh! Nur nach vorne an, aber immerhin, ne? Ne? Ja. Immerhin. Und noch eine weitere Steigerung. Ja. Herausforderungen sind was für mich. Herausforderungen. Bist du rechts oder links? Rechts. Ja, dann ist das. Mach mal. Kann ich auch. Anja ist gerade warm gelaufen. Nämlich hier, ne? Ja. Ich habe ja richtig Spaß dran. Okay, das ist wirklich eine Herausforderung. Aber gut, dass das Feuer immer wir bei den zur anderen Herren Seite haben wir da eine geht. Ne? Verbindung. Kommen die auch mal hierher, die Flammen? Also, Nee. Nee, ne? Gleich die Schaufel weg. Kannst du die Schiffel da mal so ein bisschen ranhalten? Die brauchen wir noch, die Schaufel. 1, 2. Ben, setz dich mal hin. Ja. Die gute Kohle. Die gute Kohle. Das ist echt eine Herausforderung. Das ist nicht so einfach. Ja. Jetzt schreien! Wir das oder was? machen den Feuertanz! Das ist nämlich der schwierigste. Das ist jetzt, also muss ich auch Weil sagen, man nicht ausholen kann. Ne? man kann nicht ausholen und das ist so eine komische. Naja. Ja, also es ist nicht gut. Da gibt es dann die einzige Rettung für die Rechtshänder. Ist dann der sogenannte Schleuder. Machst du das seitlich? Machst du das seitlich? Ah!
Siehst du? Seitlich. Ja. Hast du das drauf? Ich habe noch Empfang, ja. Ja. Aber das ist so heiß bei dir. Das ist so heiß. Aber ich sag Aber mal, wir haben ja jetzt gute Luft. Also, aber weißt du, was das Geile ist? Das ist ja so ein Schiff, nicht, dass du mitfährst, das ist ja was zum Anfassen und mitgucken und ja, bringt aktiv ja mit absolut dabei Spaß sein. hier, ne? Also ganz ehrlich, wer noch nie mit der Charan gefahren ist, das ist super lustig. Ja. Ihr seid alle Man gut kann hier drauf. alles angucken. Man kann essen und trinken, das ist Das immer kann- für mich ganz wichtig, ne? Ja, ja. Ja, ganz wichtig. Ja. Dann hat das Ja, wir machen das dann hinterher. Ne? Ja, wir müssen ja nüchtern bleiben. Ne? Immer nüchtern ja, wir am sind Essen. auch nüchtern. Ja, Ja, ich bin immer nüchtern. das ist gut. Also es hat sehr viel Spaß gemacht hier unten, wirklich sehr viel Spaß. Ich komme auch noch mal wieder, aber jetzt ist Ja. mir sehr heiß. Also Zu eine heiß, gute Luft. Schweiß trocknen. Nee, so schlimm noch nicht. Aber ihr habt gute Luft hier. Ja, ne? Also da, das ist Aircondition, das wirklich, ist ja, ja. wirklich klar, da, das ist der beste Platz hier. Ja, also ich merke das hier am Eingang. Ja, Ne, das zieht hier richtig schön durch. Also ist schon geil, oder? ich weiß auch nicht, warum du schwitzt. Aber es kann schon mal warm werden. Ne? Wenn wir Rückenwind haben, 30 Grad Außentemperatur, haben wir hier Ja, schon da wird's mal anders. 42, 45 Grad. Ne? Dann wird es gemütlich. Aber ihr wechselt euch ja auch immer auf, ne? Also das, ich meine, wir haben den früher das vor 100 Jahren gemacht. War einer. Einer, Ja, einer. einer. Der hat immer gut zu tun gehabt. Weißt du, was ich Der hat die mal- Maschine mitgemacht. Und ich denke immer, die Leute heute regen sich schon auf, wenn sie mal eine Briefmarke holen sollen vom Postamt. Und hier stehst du, was weiß ich, 6, 8, 10 Stunden. Ja, der hat hier die ganze Was ist denn da passiert in dieser Menschheit? Ja, wir sind alle weich geworden. Nee, also wir beide nicht. Ja. Nee, wir halten durch. Hier. Wir halten durch. Wir halten durch. Wir halten durch. Leute, es ist geil. So, hat sie denn bestanden? Kriegt sie denn das kleine Heizerdiplom? Ja. Ja? Ja. Ja, Haben wir, also wo ist das Heizerdiplom? Wo ist es? Ach guck mal, da ist noch ein schönes Wappen. Ne? Ja. Cool. oh, hier, guck Guck mal. mal. Unter dem Wappen von Hamburg das Heizerdiplom. Jetzt geht's aber los hier. Aber ganz kurz nochmal für den Chat. Ich hoffe, du hast es nicht gezeigt. Mikro? Hier. Wie heiß ist denn dieser Ofen hier? Der Ofen hinter uns. Ist das jetzt eine Quizfrage? Ja, aber oder? sicher. Ich möchte Ach so. gerne mal, dass die Zuschauer zu Hause Schätzen, wie heiß es im- dieser Ofen ist. Okay. Wir werden das Ding auch lösen, aber nicht jetzt. Gut. Es bleibt noch geheim. Ja, wir brauchen einen Stift. Ja, besser ist das. Das ist ja auch so geil. Ich meine, wie geil bitte ist das denn? Du bist Anja. Richtig. Hansen, ganz nordisch, Das passt ja. oder? Ja. Heute haben wir den 24. Also Weißt du was, hier in ist 4 Monaten ist Weihnachten, nur dass ich das mal weiß, ne? von 200 bis 2000 Grad sind alle Schätzungen dabei. Der Oberheizer, wie geil ist Irgendwo das denn? dazwischen. So, und dann gibt es noch den Stempel, den Heizerstempel. Oh. Das kriegt auch nicht jeder, ne? Offensichtlich nicht. Oh, der Heizerstempel. Normalerweise. Oh, Bitte schön, Anja. Ja, ganz vielen Dank. Also, ich bin jetzt ein bisschen proud, weil Leute. Und wann fängst du an? Was? Ja, wer das Heizerdiplom hat, der muss hier mitmachen. Ne? Richtig scheiße. Hat dir das keiner gesagt? Nee, das hat mir noch nie jemand gesagt. Dann will ich das nicht. Nee, das zurück geht nicht mehr. Ne? Also in 14 Tagen, ne? Ich frage mal meinen Chef, wie der das findet. Das Ehrenamtliche. Brauchst du deinen Chef nicht fragen. Da schicke ich einfach meinen Chef. Wenn das Ehrenamt, kann der das doch machen. Der Typ Ja, weil der hat ja kein Diplom. Ja, aber dann macht er das. Kann der das? Ja, das schafft Aber er. nicht so schön wie Anja. Nee, das glaube ich nämlich auch. Also ich finde es ein bisschen sehr geil. Vielen, vielen Dank, dass wir den Spaß mitmachen. aber wir müssen jetzt noch auflösen. Also der Chat ist schwer am Schätzen. Von 200 bis 2000 Grad ist alles dabei. Wow. Wie viel Grad den Wo denn der genau? Ofen hat. Also es Wo denn sind genau? Außerdem ist das kein Ofen. 800.000. Das ist kein Ofen, hat sie das gesagt. ist ein Kessel. Ja, ein Kesselofen. Nein, ein Kessel. Nur Kessel ohne Ofen. Ja, das Und wir was machen. ja, Der kommt gleich Ofen noch mal steht rüber, ja? im Haus. Der Also wenn wir jetzt hier Teufelskessel. gleich... Der Teufelskessel. Ja, jetzt gleich so. Ja, Der Ja, Drache. also wir können es auflösen, wenn ihr wollt. Also, wir haben natürlich mehrere Temperaturen. Da oben ist die Abgastemperatur zurzeit mit 400 Grad. Das ist die
Das ist die Abluft, die jetzt über den Schornstein weggeht. Auf dem Rost, wo die Kohle brennt, haben wir ungefähr 1000 Grad. So, und auf dem Weg vom Feuer bis zum Schornstein verliert die heiße Luft dann die Differenz zu 1000 und 400, 600. Ich wollte mal gucken, ob du Ob ich noch das Gehirn anhabe, ne? Ob ich nicht noch so vernebelt bin. Ne? Ja, also sehr interessant. Also es kommt 1000 Grad rein und oben kommen nur noch 400 raus. ganz genau. Ja. So viel verliert. Und damit fahren wir. Und wie viele Meter sind es bis nach oben ungefähr? Ach, guck mal hier. Kannst du mal hier drauf filmen, bitte? Hatten wir gerade schon? Ach, habt ihr schon? Ganz kurz, hier brennt das Feuer. Das sind die Flammenrohre. Das sind diese runden Dinger, wo die Kohle reinkommt. In der Mitte liegt das Rost. Die Asche fällt durch, oben brennt die Kohle. Die heiße Luft geht hier in die Wendekammer. Wird dann rübergedrückt durch die sogenannten Rauchrohre. Hier wird der Großteil des Wassers erhitzt, also hier wird am meisten Energie übergeben. Und dann geht die heiße Luft hier über den Schornstein raus. Der Dampf wird dann hier oben abgezogen und geht dann in die Maschine. Und da werden euch die Jungs dann auch erklären, wie das funktioniert. Sensationell. Ja, Hammermäßig hier unten bei euch im Keller. Ja. Bei den Teufelshörnern hier. Genau. Also dicken Dank, ihr seid Ja. wirklich klasse. Also die Crew, die ganze, egal wo, alle so herzlich, so mit Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Ja, und Wortes es macht dabei. sehr viel Spaß. Wir Also das unten ist immer wirklich- mit Flamme, ne? Ja. Aber das bringt schon sehr viel Spaß. Also ich kann nur jedem empfehlen, hier entweder mitzufahren und richtig Spaß bringt das hier mitzumachen. Ne? Vielen Dank. Gerne. Wir sehen Vielen uns Dank, später dass Sie hier nochmal. sein dürfen. Vielen Dank, dass ihr es macht. Ja, danke. Für uns. Ja. Und wir wenn hauen ihr uns noch- jetzt noch eine Wurst rein. Ja, macht ihr. Ihr habt ja nur auf Wir machen es auch für uns. bei der Arbeit. Das ist ja ein ehrenamtlicher Job. Und Guck mal, der Chef. Nur die Stalker da oben. Hallo. Unser Chef. wenn wir keinen Spaß dran hätten hier, dann würde das gar nicht funktionieren. Diese ganze Geschichte hier, die ist auf Spaß aufgebaut, ist aber richtige Arbeit. Das muss man einfach sagen, wenn man hier ein paar Stunden geschaufelt hat, dann weiß man, was man getan hat. Aber wir machen Aber da musst du ja nicht nochmal in die Muggibude, ne? Nee, Das hast du ja dann schon hinter dich gebracht. das habe ich gekündigt. Aber, ja genau, also man muss das ja noch positiv sehen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch, wie viele Leute arbeiten denn, wenn ihr so eine Ausfahrt wie hier und heute macht? Wie viele Leute sind ehrenamtlich heute dabei, um das überhaupt zu machen? Also Minimumbesatzung bis 22. Wir sind, glaube ich, heute so 25, 26. Weil wir immer noch ein bisschen Reserve haben. Aber mit weniger dürfen wir dann noch nicht mehr fahren. Wir haben eine ganze Menge Positionen an Bord. Ja, und ihr wechselt ja auch relativ zügig und schnell, was ja auch gut ist. Ja, ich würde sagen, sensationelle Fahrt. Ich bin dankbar. Ich kann nichts mehr sagen. Over and out. Ich bin weg. Tschüss. Ach so, deine Handschuhe. Dankeschön. Danke. Die Handschuhe. Hier gibt es nochmal Handschuh. So. Also, liebe Gäste, es gibt gleich Kuchen und eigentlich derzeit Es gibt Kuchen. aber weil wir so unheimlich viele heute an Bord sind, möchte ich gerne den abmachen. Also zuerst ganz Es gibt jetzt lustig aus schön Aus dem alten Land. Aus dem alten Land. Jetzt mal nach unten die Bahn kommen. Ja, dann müssen wir die Maschine leider vernachlässigen, oder? Ja, so. Aber weißt du, was das Gute ist? Ich habe ja schon wieder frei. Ich komm mit. Wow. Oh. Also ich würde sagen, Das ist mein, die genießen jetzt das Catering an Bord. Gehen wir mal hoch. der Kollege ist da, die Ablösung. Ich komm mit. Ja. Aber weißt du, was ich wieder faszinierend finde? Jetzt, wo wir fahren und wo wir den ganzen Durchzug haben, ne, merke ich, dass die Kamera gar nicht so dazu neigt zu überhitzen. Also es ist, Du hast ja dort Kühler, ja, also da als ist, hier. da ist richtig. weil also dort kommt beim richtig, Kessel- der Kessel zieht ja die Verbrennungsluft, Ja, ja. ne? Da hast du oben die Luftputzen. Ne? Genau. Da kriegst du ja, ich krieg da immer einen kalten Kopf hier bei meiner Frisur. Ne, da stehst du zwischen den beiden Maschinen
Und da hast du hinten eine Luftputze. Da ist wenn du da hinten stehst, dann trocknen die Haare. Also bei mir nicht mehr, aber beim Kollegen, da trocknen die Haare. Okay. So ein paar Grad. So. Ach, da ist der Dirk ja wieder. So cool. Sehr, sehr cool. Sag mal, Dirk, hättest du gleich noch mal Lust, noch mal ein paar Minuten noch mal was zur Schahörn zu erzählen? Wir haben das zwar in einem anderen Stream gemacht, aber ich glaube einfach, dass jetzt auch viele Zuschauer dabei sind, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Das können wir gerne machen. Ja. Sollen wir dafür mal hochgehen und dann noch mal, dass wir noch mal so ein paar Minuten Basics zur Schahörn machen? Ja. Ich habe da keine Ahnung von. Ich auch nicht. Großes Wir haben gerade in dem Senatsraum einen Herrn, der ganz viele Geschichten in diesem Raum erzählt hat. Okay. Ja, machen wir eventuell gleich. Wir wollten jetzt einmal mit dem Dirk noch mal was zur Schahörn selber machen. Und vielleicht kommen wir dann noch mal rüber. Ja? Wir sind noch ein bisschen unterwegs. Ja, lass doch mal rausgehen. Ja. Also die Maschine ist zwar Musik, aber zum Unterhalten ist es dann doch. Stehen wir auf der Lee-Seite oder? Ne, nicht ganz, ne? Wir sind auf der Louvre-Seite, würde ich sagen. Ne? Das ist Ja. auch gut windig. Oder wollen wir rübergehen, da wo wir weniger Wind haben? Wir können das Film auf der anderen Seite probieren. Ist fürs Mikro Vorne ist immer ein der bisschen Weg kürzer, angenehmer. Wir können auch uns runtergehen noch mal ein Stückchen raus hier aus dem Wind. Bitte? Wir können noch mal runtergehen, ein Stückchen raus aus dem Wind. Das geht auch. Wobei hier geht es eigentlich gerade, ne? Hier geht's, oder? In den Mannschaftsschlafraum. Ja, da haben wir haben unten haben wir immer Probleme mit dem Empfang. Achso, okay, ja. Das Soll ich halten? Ja, hier geil das. Hier geil das. Hier hört man noch mal die heiße arbeiten. Genau. Und, So, vielleicht nicht direkt an der Futterluke. Siehst wohl. So. Also einfach, dass wir noch mal so ein paar Basics zur Schahörn. Kann ich gerne machen. Ja. Ich habe allerdings bei unserem ersten Interview, musste ich mir von unseren ganz erfahrenen Leuten sagen, dass ich ein bisschen salopp umgegangen bin mit der Historie dieses Schiffes. Aber Jetzt kannst du es wieder gerade biegen. ja, also erstmal der Tenor wurde mir gesagt, ist noch ein bisschen anders. Sollen wir sagen, zum Verkaufen. Dieses Schiff ist gebaut für den Kaiser, der nie da war. Das ist so ein Slogan, den wir eigentlich haben. Das heißt ja, der Hamburger Senat hat ja 1905 vielleicht so in dem Zeitraum beschlossen, wir müssen mal etwas zum Vorführen haben, ein Schiff, weil wir nichts haben, wenn der Kaiser mal kommt. Und dann hat man gesagt, okay, dann bauen wir mal, weil man darf ja nicht rumprotzen in Hamburg, weil war nicht opportun zu der Zeit, dann bauen wir ein Vermessungsschiff. Ein Schiff, was also die Elbe hoch und runter fährt und immer misst, wie tief das Wasser ist, damit die Schiffe gefahrlos fahren können. Und das ist natürlich ein bisschen schicker ausgefallen, wie man sich, also wir hätten auch im Saal, ich weiß, den Senatssaal habt ihr ja auch schon gefilmt bestimmt. Es ist ein bisschen schicker ausgefallen, macht den richtigen Eindruck wie ein Arbeitsschiff. So dass es also praktisch eingesetzt wurde, bisschen auch zum Vermessen der Elbe und natürlich dann auch für den Senat, der hier dann auch getagt hat und auch Gäste empfangen hat auf dem Schiff. Meines Wissens ist das auch einer der ersten Skandale in Hamburg gewesen, weil das natürlich auch viel mehr Geld gekostet hat als ursprünglich. Da haben wir Erfahrung. Ja, genau. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, sonst wäre dieses Schiff auch nicht entstanden. Und dann fuhr das eben halt auf der Elbe hin und her und bis zum Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wurde es dann als Hilfsminensuchboot eingesetzt mit und fuhr dann auch ein bisschen die Elbe und die Nordsee ein bisschen hin und her. Unter anderem war auch hier wohl der Ringelnatz dann mal an Bord, aber vielleicht auch nicht mitgefahren, aber er war hier zumindest öfter mal an Bord, als er Offizier wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg war das auch wieder zum Teil als Vermessungsschiff unterwegs, dann ein bisschen auch, hat das festgelegen. Im Zweiten Weltkrieg kam wieder diese Geschichte, etwas unrühmlich, dann als Minensuchboot. Und es hat auch in der Ostsee auch noch mit Flüchtlingen ein bisschen hin und her gefahren, noch zur Unterstützung der Evakuierung damals. Aber dann wurde es wieder in Cuxhaven zugeordnet und fuhr wieder als Vermessungsschiff. Bis 1972 den Cuxhaven an Hamburger das Schiff zu teuer wurde. Weil die Besatzung und die Kohle, das war dann einfach nicht mehr zu bezahlen. Und dann kamen die auf die glorreiche Idee, das Schiff zu verschrotten. Und da haben wir Glück gehabt. Lass mal eben die Dame vorbei.
Bitte schön. Und da hatten wir dann ein bisschen Glück, so als jetzt die Erben dieses Denkmals, dass ein schottischer Milliardär oder Millionär, reicher Mann, dieses Schiff dann aufgekauft hat und wollte es dann nach Schottland verbringen und da ein Museum aufbauen. Der Rettungsring, der da hängt, Maryport, das ist noch ein Zeugnis davon. Aha, also sie wurde tatsächlich verholt, ja? Die sind sogar mit eigener Kraft nach Schottland gefahren in einer abenteuerlichen Tour. Die hat doch so einen Bericht davon. Sind die über die Nordsee gefahren und naja, das war wohl sehr abenteuerlich und auch gefährlich, was die Ecke betrifft. Sie haben es aber geschafft. Unglücklicherweise wurde in Schottland eben halt kein Museum aufgemacht und das Schiff verkam etwas. Ja. Und bis dann 1990 ein paar Räder das Schiff wiedergefunden haben in Maryport und haben dann das hier rüber transportiert nach Hamburg. Und auf der Werft, ich muss jetzt mal fragen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob das die Werft HDW war oder in Hamburg die eine Werft, die haben das dann praktisch eingedockt und haben in 5-jährige Arbeit mit Jugend für Arbeit, mit Lehrlingen, haben die das Schiff in den Originalzustand zurückversetzt. Und seitdem fahren wir mit dem Schiff die Elbe hoch und runter und zeigen den Leuten eben halt die Dampfschifftechnologie von 1900. So fuhren hier die Leute. Und ihr habt ja eben schon unten von oben geluschert. Ja, wir haben ja auch schon, Anja hat ja schon Kohle geschippt. Genau. Und das war zu der Zeit, wir sind sehr viele Leute hier, die das Schiff bedienen. Und ihr habt ja schon gehört, da unten war ein Heizer die ganze Zeit und hat 24/7 das Schiff am Leben gehalten, das Feuer gemacht. Und das war nur ein Heizer, der das gemacht hat? Ein Heizer, ein Maschinisten und ein Hiwi, der dann immer hin und her sprang. Ja. Und die waren Tag und Nacht, weil das Dampfschiff musste immer unter Feuer sein, damit die sofort losfahren konnten. Ja. Und das hat man dann irgendwie eingehalten. Und das war natürlich den Cuxhaven dann irgendwann zu teuer. Und dann qualmt das Schiff natürlich auch in ganz Gold. Und dann, ja, irgendwann haben die dann wohl gesagt, das wollen wir entsorgen. Und zum Glück hat das eben ein reicher Mann, ein reicher Schotte gefunden und entführt sozusagen. Sonst wären wir heute nicht hier. Aber ihr habt zurückentführt, sozusagen. Genau, die Hamburger Räder haben sich zusammengetan und haben dann das Schiff aufgekauft und haben es hier rüber transportiert. Und hier wurde das eben 5 Jahre lang wieder renoviert. Originalzustand, verletzt nach alten Bildern. Das heißt, es wurde dann hierher geschleppt, weil ich denke mal, mit eigener Fahrt war es nicht mehr möglich. Ich glaube, die haben das auf so ein Schiff oben drauf gefahren und haben es hier rübergefahren. Ja. Es gibt noch ein paar alte Artikel auch so, wo das Schiff unterwegs war, was die hier gemacht haben und gefahren haben, so aus den, von 1910, 1912. Ein paar Berichte, alte Zeitungsberichte, so kann man nochmal nachgucken, was sie dann hier auch gemacht haben. Aber es war jedenfalls nicht viel und es wurde sehr schnell dann eben halt auch im Krieg einfach mit eingesetzt. Aber ja, alles was fahren konnte, wurde dann halt in irgendeiner Form gebraucht. Exakt. Das wurde immer damit, die haben sich irgendwas einfallen lassen. Ja, aber schön, dass es noch erhalten ist und schön, dass wir damit fahren dürfen und das erleben dürfen, wie das damals so war. Ja, das ist einer der ganz, ganz wenigen Orte Schiffen, wir nehmen ja auch das Denkmalzeichen hier oben. Das hat ja eine Bedeutung dafür. Und wir erhalten das als Denkmal, auch wenn es so qualmt und einige Leute manchmal wohl stört. Wir erhalten es als fahrendes Denkmal und zeigen den Leuten, wie Dampfschifffahrt um 1910 war. Und das ist ein Zeitzeuge und das ist also wirklich ziemlich einmalig. Ja, aber es ist ja auch eine Technik, die so gar nicht mehr existiert. Ne? Wird ja eigentlich so, es sei denn, man hat eine Stettin oder sowas, was Altes erhalten ist, aber wird auf Dampf und so eigentlich noch irgendwas gebaut und produziert. Heute sind Dieselmotoren der Renner, die sind vom Wirkungsgrad natürlich viel höher, weil die müssen natürlich dran denken, wenn sie so ein Stück Kohle unten nehmen und packen das da ins Feuer rein. Im Schnitt so 8-9% kommen auf der Schraube hinten an, mehr nicht. Das ist also gegenüber Dieselmotoren und so nicht mehr effizient genug. Das wurde so früher eben halt, konnte man die Energie aufbringen und halt einen Dampfkessel auf den Kriegsschiffe gebaut, weil die eben halt viel Leistung brauchen. Das war hier zu der Zeit nicht der Fall, aber das Schiff war zu seiner besten Zeit um 1908 nach dem Stapellauf. Es hatte 2x400 PS ungefähr und es soll laut Unterlagen auf nur 14,5 Knoten gelaufen sein. Das war für 1908. Das ist doch ordentlich, ne? Ja. Also, das war schon ein Renner und Sie sehen ja auch die Form von diesem Schiff. Es ist ja mehr ein Yachtcharakter als Arbeitsschiff. Ja, wir haben aber auch schon festgestellt, dass man wirklich sehr ruhig hier gleitet und fährt und man hat kaum Erschütterungen im Schiff. Man hört kaum was, es sei man ist hier direkt an der Luke und hört die Maschine, aber ansonsten ist es ein Dahingleiten auf der Elbe und du kriegst nicht wirklich viel mit von der Maschine. Das ist eben halt, die Drehzahl ist so 80, 90 Umdrehungen, das ist bei manchen Leuten so die Ruhefrequenz beim Puls und das entspannt, kann ich Ihnen sagen. Ja, das kann ich bestätigen, ich bin total entspannt.
Und das tatsächlich, wie Sie beschrieben haben, das gleitet einfach das Schiff. Das ist ganz was anderes, als wenn Sie mit einem Dieselmotor so durch die Gegend fahren. Und das ist die Faszination halt hier. Ja. Ja, es macht auch unglaublich Spaß. Wir wiederholen uns das sicherlich. Aber es macht eine Riesenfreude, auch mit euch zu sprechen und das Ganze dann so mitzubekommen und so ein bisschen die Geschichten von früher, wie das mal gewesen ist. Ich muss auch sagen, der Verein cool. einfach selber hier, der Verein selber, das sind alles ganz tolle Leute und wir haben viel Spaß. Ich hatte jemand schon erzählt, heute Morgen hatten wir eine Braut hier, die hat sich fotografieren lassen mit dem Brautkleid unten im Kesselraum und hat Kohle geschippt mit dem Brautkleid. Also wir hatten heute schon viel, Wenn Schwester Hansen mal heiratet irgendwann. Der muss ja auf Fischer hören. Ja, also wir hatten schon viel Vergnügen und wie gesagt, die Laune auch der Crew, wir sind alle mit Begeisterung dabei und das merkt man tatsächlich eigentlich auch so, wenn man hier durch die Gegend spaziert. Das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Ja, das ist das, was wir hier tatsächlich erleben und man wird hier von euch total mitgenommen und das ist richtig, richtig klasse. Also nicht nur mitgenommen auf dem Schiff, sondern halt auch... Das ist das von Herzen. Ich meine, ihr habt ja auch beim letzten Film mit Oliver unten über die Maschine lange diskutiert und der hört ja gar nicht auf, wenn man ihn nicht stoppt. Und so sind wir alle hier. Das macht eben halt das Spaßfaktor hier. Ja, man braucht eigentlich nur mal kurz das Feuer an die Lunte halten und dann ist das alles von alleine gelaufen. Genau. So kann man das sagen. Ja. Super. Und zusätzlich haben wir dann natürlich auch Museumstage. Wir haben am Wochenende, wenn wir nicht fahren, am Wochenende kann man das Schiff besichtigen. Hier oder nachher auch, wenn wir drüben wieder in der Hafen City liegen. Wir haben ja auch so Ringelnatz-Vorlesungen mit 3-Gänge-Menü, die hier in der Küche gemacht werden. Da kann man sich auch buchen, dann sitzt man da, isst schön 3-Gänge-Menü und lässt sich Geschichten von Ringelnatz erzählen. Das ist total toll. Auch nicht schlecht. Und der Mann, der das erzählt, der ist in Bielefeld Anästhesist, Oberarzt. Und so finden Sie hier interessante Berufe, auch die Köche teilweise. Und Köchinnen, die sind Ärzte und Sie finden hier also wirklich ein ganzes Spektrum von Leuten einfach. Also man kann sich im Prinzip mit Ringelnatz schlafen legen lassen. Ja, kann man machen. Aber wenn unser Kollege das macht, dann lachen sie sich kaputt. Sie schlafen dabei nicht ein. Okay. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Dafür nicht, gerne, immer wieder. Ja, kommen wir garantiert drauf zurück. Wir fahren ja noch wieder zurück, wir nehmen euch auch wieder mit. Ja, das ist nett. Wir wollten auf dem Rückweg haben wir uns überlegt, dass wir dann noch ein bisschen die Fahrt genießen. Ja. Wir werden so streamen, bis wir irgendwann umdrehen. Tanja wartet da schon, die hat glaube ich noch einen ganz spannenden Gast, oder? Ja, also ich wollte den Michael mal fragen vom Deck. Der entertaint ja gerade alle, auch mit dem Salon und so. Ja. Okay. Der hat ja auch ganz gutes Wissen, ne? Soll ich ihn mal fragen? Ja. Dann brauchen wir wieder jemanden, der draußen den Router gleich hält. Ja, Router kann ich ja festhalten, das ist ja kein Ding. Nee, du musst das Mikrofon halten. Ach so, da halte ich das Mikrofon. Ja. Oh, hier ist der Kuchen. Da klaue ich mir gleich ein Stück. Hier gibt das Butterkauken, du. Oh, ein Träumchen. Das war for Crew only. Wobei du hast ein rotes Band, du gehörst ja dazu, ne? Also er würde das gerne machen. Ja, ich brauche nur jemanden, der hier draußen den Router hält. Ja, das mache ich. Sonst kommen wir da nicht ums Eck. Ja. Okay. Ja. Hier wird auch fotografiert, oder? Der Erzähler wird fotografiert. Wahnsinn. Ja. Den Router kurz mal halten. Ja, klar. Davon Patrick, ich löse dich dabei ab. Andi, du musst hier nur stehen und den Router mal halten, damit ich da um die Ecke filmen kann. Genau, wir haben schon übrigens... Wollen die Leute mit drauf? Ja, wir können ja sonst gleich, fragen wir einmal. gleich mal. Vielleicht einmal sagen, dass wir einmal... Ja, weil das war echt so interessant hier auch von dem Salon. Okay. Bürgermeisterstuhl und so. Willst du das anteasern oder soll ich das machen? Wie du willst. Mir egal. Ach du doch. Gerne. So, dann. Bitteschön. Nimm das Mikro mit, Schatz. Ja, mach ich. So, Da kann Hallöchen Ben mal ein Stück Kuchen essen. Wir sind von Hamburg Hafen Live und machen ja gerade einen Livestream hier vom Schiff. Und ich wollte mal fragen, wir wollten den netten Michael noch mal so ein bisschen interviewen. Der hat hier gerade so viele tolle Sachen erzählt vom Schiff, beziehungsweise von dem Salon. Ob es schlimm wäre, wenn wir das hier mal machen? Kann sein, dass Sie so ein bisschen mit drauf sind. Aber Sie kriegen wertvolle, tolle Infos. Ist okay für Sie alle? Dann machen wir das. Okay. Jo, ist genehmigt. Machen wir. Ne? So, Bitte. dann, also ist Ben jetzt weg? Ja, ich dachte, du machst das jetzt. Ach so, okay, ja. Oder soll Ben wieder kommen? Nein, ich dachte nur, der hält den Router. Ja, gut. Ja. Okay, gut. Ja. Schatz,
Du musst immer daran denken, dass du das Mikro an den Mund hältst, ne? Also was ich schon sehr interessant fand, war hier der Bürgermeisterstuhl. Ne? Ich würde mal sagen, damit fangen wir gleich mal an. Ne? Ich mache mal Probesitzen hier. Ne? So. Ich komme hier so mit dem Mikro. Ja, ne? kein Problem. Genau. Vielleicht erzählst du eigentlich noch mal so ein bisschen im Stil, wie du das eben gemacht hast. Das war doch hier auch mit der Decke, also ich fand das toll. Ja, wir befinden uns hier also im Salon des Dampfschiffs Schahörn. Das Dampfschiff Schahörn ist ja ursprünglich mal dafür gedacht gewesen, unter anderem auch den Kaiser Wilhelm II. Durch den Hamburger Hafen zu chauffieren. Und man hat damals schon ganz bewusst, als das Schiff entstanden ist, auch die Inneneinrichtung entsprechend ausgelegt. Sodass wir in diesem Salon eine gewisse Ordnung in der Bestuhlung sehen, dass hier der Kopfsessel eigentlich dafür gedacht war, dass der Bürgermeister Platz nimmt und rund um diesen Tisch mit diesen Stühlen die Senatoren. Und so dass seine Majestät, wenn sie denn mal gekommen wäre, hinten an dem großen Tisch Platz genommen hätte unter dem Bild, wo wir heute die Schahörnbarke sehen. Allein der Kaiser kam nicht, man hat aber trotzdem, um diesen Raum entsprechend zu gestalten, einen, heute würde man sagen, Star-Architekten beauftragt, diesen Raum zu gestalten, einen Herrn Janda, der eigentlich am Lande tätig war und hat Häuser gebaut für die damals gut situierten Persönlichkeiten. Wurden Stadtvillen gebaut in den Vorstädten, Beispiel Berlin für Herrn Siemens oder Halske oder für Albert Ballin in Hamburg. Und dieser Architekt hat halt auch diesen Raum gestaltet mit den Perlmutteinlagen, die man hier sehen kann, mit der Seidentapete und mit der Decke, die man hier so ein bisschen sehen kann, wenn er seinen Butterkuchen empfangen hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich Empfang hier noch habe, aber wir gucken das mal. Hier so ein bisschen so die Tapete und auch oben dieses... Ich muss mal gucken, ob das geht. Ach doch, jetzt geht's. Ja, jetzt geht der Empfang wieder. Super. Also. Ja, fein. Ja, die Decke ist gestaltet oder alternativ wie im Rathaus, wer das Hamburger Rathaus kennt, die Senatsstube, wo die Senatoren oder die Senatoren tagen. Auch da ist eine Glasdecke, weil es halt heißt, zwischen dem lieben Gott und dem hamburgischen Senator oder Bürgermeister soll nichts sein. Und um das umzusetzen, hat man auch diese Decke hier so verwirklicht damals, die ist im Original so gewesen, wurde nachgearbeitet, indem man 4 Erdteile dargestellt hat. Jede Ecke stellt einen Erdteil dar durch eine Figur. Also man sieht Kontinent Afrika, man sieht Amerika in Form eines Südamerikaners, man sieht Afrika in Form eher einer Pharaonin und man sieht die Germania, die Blonde, auch in einer Ecke. Nun wird man fragen, wo bleibt denn Australien als 5. Kontinent? Aber Australien hat man damals noch gar nicht auf dem Zettel und war noch gar nicht als Kontinent. So also die Erklärung zu dieser Decke über dem Senatorentisch. Und wir haben ja auch diese schöne Tapete, die wir da eben schon erwähnt hatten. Die ist echt schön. Auch die Lampen, ne? Also es ist irgendwie... Ja, das ist noch so, wie es damals gemacht wurde. Es war ja für dieses Schiff eigentlich ein Arbeitsschiff, ursprünglich ja auch so verkauft worden als Arbeitsschiff. Aber dieses Schiff hat halt auch schon eine Zentralheizung und elektrisch Licht gehabt. Das war 1908 für Fahrzeuge dieser Größenordnung eine Besonderheit. Fand man natürlich schon auf den großen Passagierschiffen, also wenn man so in diese Zeit zurückschaut, Titanic immer ein gutes Stichwort, hatte natürlich auch Zentralheizung und elektrisch Licht. Aber auch dieses kleine Fahrzeug hatte damals 4 Jahre vor der Titanic schon. Eine kleine Information. Demnächst werden wir Schulau erreichen. Dort ist das Willkommenshöf die einzige Schiffsbegrüßungsanlage, Schiffsverabschiedungsanlage weltweit. Immer wieder ein Erlebnis. Wir werden dann 3 lange Töne geben, um Sie zu grüßen. Sie werden die deutsche Nationalhymne spielen. Ja, und wir werden dann auch einen Flaggengruß machen. Das sind Informationen. Und dann bitte ich Schwester Hansen auf Brücke. Ja, da müssen wir jetzt hoch, oder? Da müssen wir jetzt hoch. Ja, dann geht mal hoch, weil ich muss nämlich zum Flagge dippen. Das passt ganz gut. Ja, okay, dann gehen wir hoch. Okay. Herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Wir können Dann habe ich noch mal ein Bild. So, wunderbar, danke. Schnell auf die Brücke. Vielleicht haben wir nachher noch einen das Augenblick Mikro? Zeit. Ja, Ben, nimmst du das Mikro mit? Ich bin da. So. Haben wir den Router? Haben wir, meine Frau hat einen Router gehalten. Professionelle Routerhalterin. Respekt. So, ab auf Brücke.
Frau Hansen gibt gleich ordentlich Ton. Ja, das passt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich habe kurze Füße, kein Problem. Ist sie denn schon da? Ja, Frau Hansen hat schon Platz genommen. Guck mal, da hinten. Ja, guck mal hier. Wir werden jetzt gleich das Wegkommenbild passieren und kurz danach wird es zu Manövern kommen können. Ja. Guckst du wohl? Ohne Land, der wird da wahrscheinlich drauf hinfahren. Ne? Willst du mit dem Mikro Ja, ich kann rein da reinkommen. oder willst du das Anja geben? Kann ich auch mal, ist vielleicht ein bisschen besser, ne? Ist halt sehr. Ich kann den Ruder wieder nehmen. Ja? Darf ich dir mal so ein Mikro rübergeben? Ja. Kann man mich hören? Ja. Bestimmt. Ich habe hier jetzt auch, glaube ich, einen neuen Passagier. Wer bist du denn? Hallo, ich bin der Pascal aus Aachen. Aus Aachen? Ganz genau. Extra heute für dich da hören hier? Ja, für das Wochenende. Boah. Und wie findest du Hamburg? Ja, ganz fantastisch. Wo warst du überall? Also ich war gestern schon auf dem Feuerschiff Elbe 3 und das hatte also schon ganz viel Spaß gemacht. Und im Miniaturwunderland gestern Abend. Bist du ganz alleine? Bin für mich hier jetzt am Wochenende, ja. Aber du hast nichts mit der Seefahrt zu tun. Nichts, nein. Ja? Was bist du denn im echten Leben? Ich arbeite in der Verwaltung für die Stadt Aachen. Ja, für die Volkshochschule. Wow, das ist cool. Also was ganz anderes, eher ein bisschen trockener, aber es macht auch Spaß. Ja. Und jetzt musste ich einfach mal entfliehen und hier frische Luft schnappen und tolle Technikerlebnisse. Also ich würde sagen, da hast du dir aber was ganz Schönes und Besonderes ausgesucht. Und dass wir heute auch an Bord sind, ich weiß nicht, ob du uns kennst, wir sind Hamburg Hafen Live. Okay, das kannst du auch aus Aachen dir angucken. Ach, prima, okay. Ja, das kannst du gleich mal adden bei YouTube und Twitch. Prima, okay. Und dann bist du immer quasi ganz nah bei uns. Werde ich auch schön Werbung machen für euch. Und, Wirklich? Ja. Hallo. Was ihr hier macht. Ne? Bisschen Werbung aus macht der Aachen hier, ist an Bord. Oder? So weit kommen die Leute hierher. Ne? Ja, genial. Und wie empfindest du das hier? Also ein ganz tolles Erlebnis, also einmalig. Vorhin Absolut. im Kohlenbunker auch gewesen und Maschinenraum. Ich habe geschippt. Selbst geschippt? Ja. Wow. Oder Ich habe vielleicht nachher noch ein vielleicht, ein Diplom bekommen. Ich habe es geschafft. Ja, ein Schipperinnen-Diplom. Ja. Ich darf jetzt anheuern hier. Ja, unglaublich. Ja, du darfst auch anheuern. Das heißt, unten mal noch mal fragen und dann genau, diesen Schippe in die Hand absolut. und los geht's. Ich finde, man kann hier auch jeden fragen. Ja. Jeder hat irgendwas von der Geschichte von der Stadt zu erzählen. Ja. Und ich finde es sehr, sehr, nicht nur amüsant, sondern auch wirklich erquickend und alarm, weil es einfach auch schön ist, die Geschichten von jedem Einzelnen mal so zu hören. Ja, so die Hintergrundinformationen Absolut. oder skurrile Erlebnisse Genau, auch, ne, genau. die man dann erfährt und die Begeisterung für diese Technik. Ne? Für die Historie, Ja. für dieses Schiff, Ja. für dieses einmalige schöne Schiff und auch was die hier sozusagen selbst, ja, nicht nur erbaut haben, sondern das Ding am Leben erhalten haben. Ah, ich muss tuten. Leute, ich bin bereit. Ihr sagt wann, wie viel und wie lange? 3 lange. Okay, wann denn? Gleich. Okay, ich höre auf euer Kommando. Ich bin bereit. Das ist brav. Sehr schön. Eine der wenigen Frauen, die auf unser Kommando hört. Ja, das ist auch wirklich selten bei mir. Das kann man mal vorstellen. Mein Chef sagt immer, macht, was Frau Hansen sagt. So, hört ihr das? Ja, genau. Bisschen süß. Und den Backfuß. Vielleicht noch einmal kurz. Ah, Gut, siehst du. du, Kommunikation klappt hier aber doch. Läuft.
guckst du mal, was macht der Schlepper? Okay, dann warten wir den noch ab. Ne? Das Schöne ist ja, man kann ja mitarbeiten hier. Ne? Also du kannst alles ausprobieren, alles dir angucken, du kannst jeden fragen. Ganz genau, man wirklich auch hier auf die Brücke kann und runter in den Maschinenraum. Das hast du nicht überall. Also Hamburg hat zwar viele Museumsschiffe, ja. aber das ist wir hier gleich oder fahren wir noch ein Stück? Wirklich einmalig. Muss man Zum wirklich Wenden sagen. wollten wir ja wieder runter in die Maschine, dass wir so ein bisschen Ich wollte ja noch mal, müsst ihr mich noch hier haben, weil sonst würde ich so Kaffee und Kuchen machen. Ich muss ja noch mal so, weißt du, so. Ich bin ja mal hungrig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Kapitän, ich bedanke mich recht herzlich. Ich? Ja? Ja. Ich auch. Dankeschön. Dankeschön. Dann brauche ich nur noch mal die Station, wo ich dich treffen kann, falls es mir mal schlecht geht. Orthopädie ist hier der Stichpunkt. Ja, okay, Füße, Hüfte, Knie, Hals, Rücken, Hände, Schulter. Von Hacken bis Nacken machen wir da alles. Okay, danke. Ja? Sehr gerne. Danke. Tschüss, tschüss. So, gleich, wir gehen gleich, wenn wir wenden, ne? Ja. Gehen wir in die Maschine, weil wir wollten mal so ein bisschen dieses Manöver mitbekommen. Ja. Wenn die von hier oben, also die geben ja mit dem Telegrafen quasi Zeichen für die Maschine. Und dann legen sie unten dann den Riemen um quasi. Genau, das wollten wir unten dann einmal zeigen. Deshalb wollte ich jetzt mal noch einen kleinen Moment warten, wenn der Kapitän sagt, dass wir gleich drehen, dass wir dann runtergehen. Gut, ich verabschiede. Ich muss erstmal das Kulinarische ausprobieren, was hier noch so läuft. Ja, ich habe Butterkuchen gesehen. Du. Ah, das ist mein liebstes Hör. Ich sag mal- Appetit, ne? Wer viel hupt, muss viel essen. Guck mal, Herr Kolze. Oh, ich mache schon mal ein kleines Tasting, Aber ja? das ist Kapitänsteller. Vom Kapitänsteller. So. Oh. Bleibst du gleich hier Warte oben, mal, oder? Herr Kolze, das ist nur für dich, ne? Nur für dich, mein Süßen. Maschine, lecker. Ach, schön. Ja, Träumchen. Ja. Wollen wir runter in die So. Maschine? War das das Zeichen? Oh, die geben jetzt gleich. Ja, geht los. Dann Wurde gehen wir grad jetzt runter. gedickt. Achtung! Kamera kommt einmal. Dankeschön. Vorsicht. So. Olli, ich glaube, gleich geht das los hier mit der Wenderei. Da wollen wir noch einmal unten gucken. Das war ganz zu spät. Schon zu spät. Ja, weiß ich nicht. Kommen ja keine Kommandos. Die drehen ja so schon. Siehst du? Wir drehen ja, jetzt. Ja, ach so, ich dachte, da kommen noch Kommandos. Ja, Ja, schade. nix mit Kommandos. Kein Telegrafengefunke. Nee. Ach Mensch, naja. Können wir denn nicht nochmal aus Spaß funken? Ohne dass da was passiert? Lieber nicht. Warte, Ne? warte mal. Guck mal. Olli macht alles möglich. Ja, organisiert. Könnt ihr einmal durchklingeln und dann zack. Ja, beim Anlegen ist mehr, ne? Olli meldet jetzt ein bisschen Showklingeln an. Geil. Es ist so toll, wie die auch alles möglich machen, ja, dass sie halt auch für so einen Spaß zu haben sind, ne? Mit Schwester Hansen und ist doch super. das ist alles so ein bisschen. Also, ganz ehrlich. Na, dürfen wir einmal. Ein Ja, verschmitztes wunderbar. Lächeln und ein Komm. Super. Ja. Willst du mit dem Mikro da an die Seite gehen? Stell mich in die Ecke. Aber hier sind ja selbst die Handläufe ein bisschen schön ölig, ne? Ist das geil? Ja. Das ist, weil die das mit den schwierigen Handschuhen mal alle anfassen, ne? Ja, aber ist man schneller unten. Ja. Darf ich hier mit zwischen?
sind jetzt hier bereit mit Filmteam. Wo ist immer noch da? Mein Test hat halbe Kraft voraus, ne? Halbe Kraft voraus. Hat hier gerade geklingelt und dann fahren wir so 75 Umdrehungen. Gerade waren wir voll voraus, wäre dann 90. Ja, jetzt fahren wir ein bisschen langsamer. Ja. Das heißt, wir bestätigen das hier und reduzieren die Dampfmenge über diesen Schieber. Erst bestätigen und dann gehen wir ein bisschen, Dampf drauf. Hier, guck mal da auf die Umdrehung gleich. Jetzt sind wir bei knapp 90, ne? Genau, wir könnten auch mehr, aber wir wollen die alte Lady. Wir wollen ja Energie sparen. Naja, wir haben jetzt so viel, wie man halt da. Wir können jetzt natürlich keine anderen Manöver fahren. Ne? Also wir sind ja gerade hier mitten auf der Elbe, da können wir jetzt ja nicht mal Halt oder Nein, ich bin ja froh, dass wir nochmal das einfach... Dass er nochmal klingelt, ne? Ein bisschen. Also ich finde es halt faszinierend, dass es so analog geht, dass im Prinzip der Telegraph ja nichts anderes ist als ein Anzeigegerät. Ja. Ein Anzeigegerät mit Bestätigung und absolut ausfallsicher. Richtig gut. Dankeschön. So, wir gucken wieder langsam zurück nach Hamburg. Ja, wir fahren wieder zurück nach Hamburg. Das wäre für mich nochmal die Gelegenheit, auch nochmal ein bisschen Werbung zu machen für die Fahrten, die wir machen. Wir haben ja immer noch die Möglichkeit, wir haben noch einen Tag mindestens im September, wo wir noch Gäste erfahren können und dann gucken wir in die nächste Saison. Wir machen jetzt die Saison mit den Ringelnatzabenden, die wir haben. Und natürlich kann bis Ende September, so eine Fahrzeit, kann man auf das Schiff noch buchen, wenn man eben halt eine größere Veranstaltung machen möchte. Und was wir natürlich auch immer brauchen, da sind wir bei, du siehst die Technik, du siehst das Ganze da mit dem Kessel. Wir brauchen natürlich auch immer Leute, Sponsoren, die sich interessieren für dieses Schiff, für das Denkmal, auch noch mal sich interessieren. Die können sich auch gerne bei mir melden. Wir reden mit denen, wir zeigen denen das ganze Schiff. Aber wie gesagt, wir brauchen, um diese Technik am Leben zu erhalten, brauchen wir natürlich auch Sponsoren. Ganz einfach. Kann man auf den Punkt bringen, einfach so. Es ist halt teuer, so ein altes Schiff in 120 Jahren am Leben zu erhalten. Wir haben zwar das Herzblut in der Mannschaft, aber wir brauchen natürlich auch Geld. Dafür. Vielen Dank. Dirk, ich hoffe, dass wir ein klein bisschen Aufmerksamkeit für die Schauhörer generieren können. Da bin ich mir sicher. Ja, einfach so, dass es ein bisschen rausgetragen wird. Und wer weiß, vielleicht haben wir für dem einen oder anderen Lust gemacht, mitzufahren oder sich zu engagieren. Ja. Also, auf jeden Fall hier schon mal ein dickes Dankeschön, vor allem auch der ganzen Crew. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns aufzunehmen und uns hier alles zu zeigen. Ich glaube, das kommt wirklich gut an. Ich habe viele tolle Kommentare auch von eurer letzten Show erhalten. Also die Leute sind begeistert dafür. Okay. Also macht so weiter. Dankeschön. Gut, so. Ab nach oben. Ab nach oben. Dankeschön. Darf ich einmal da rangreifen, bitte? Oh. Ist aber auch schön, wenn wir wieder in der frischen Luft stehen, ne? Ja, allerdings. Ja, Mensch, das war doch eine runde Nummer, oder? Ja, war super. Also, guck mal, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Also ich finde, wir haben nicht nur tolle Infos bekommen, wir haben, glaube ich, auch richtig viel Spaß gehabt. Ja. Also Anja hat ihr Kohle-Diplom gemacht. Du kannst ruhig hier durchlaufen. Ja, danke. Dampfpfeife ziehen war auch dabei, mehrfach.
Ist doch super. Ich bin super dankbar, dass du und Anja hier so ein bisschen die Moderation mit übernommen habt und ich mich auf die Kamera stürzen konnte. Wollen Sie durch? Ja. Ich bin dir übrigens dankbar, dass du ab und zu mal dirigierst, weil das hier, das vergisst man ganz gerne. Das muss man üben, dass man immer dem, der spricht, das Mikrofon ins Gesicht hält, aber das kommt mit der Zeit. Ich hoffe, dass alles verständlich war. Ton wahrscheinlich sicherlich mal ein bisschen geschwankt, mal ein bisschen lauter, leiser, aber ich hoffe, unterm Strich hat das gepasst. Das hat irre Spaß gemacht. Wahnsinn. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich muss auch noch mal ein paar Dankeschön raushauen. Soll ich dir das mal festhalten? Dann kannst du gerne mal machen. Ups. Ja, wir wackeln hier ein bisschen. Ja, ist ja auch Seefahrt, ne? Ist so viel hier noch mal rausgekommen. Also J. Gerke, Jürgen hatte noch mal 2 Euro, Yves 10 Euro, Clauli ist seit 9 Monaten dabei. Vielen, vielen Dank. Jens Peter noch mal 2 Euro Superchat für die heiße Anja. Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Ja. Da kommt jemand. Seid ihr schon am Schluss? Ja, wir sind so langsam. Hast du noch einen Weitwinkel dabei? Guck mal, ja, das manuelle Weitwinkel. Ja, du kannst, musst aber hier mit dem Kabel. Was ist denn mit dem Gimbal? Du hast hier ein Kabel. Ja, achso, der kann ja nicht weiter. Na, so, genau. Und ich habe. So, wir müssen alle so ein bisschen eng zusammen. Also nicht mehr so deckt, ihr seid so durch jetzt. Wir sind jetzt weitestgehend durch. Ja. Ne? Der Ralle war 20 Monate, JH 21 Monate. Dann haben wir den TomTom 7 Monate auf Twitch. Leopoldi jetzt auf der Reeperbahn dabei. Mike 2 verschenkte Subs. Dankeschön. Dankeschön. Nochmal 5 Euro. Für Olli, der alles möglich macht. Ja, ja, danke, danke. Danny aus Wasserburg 2 Euro. Und der Triton auch nochmal 100 Bits. Jo. Ich würde sagen, hat Spaß gemacht, oder? Das war sensationell. Also es war wirklich, oder ist ja immer noch, wirklich eine Kamera, also ich kann nichts sagen. Und du hast ein neues Zertifikat. Definitiv. Also wenn du dich irgendwann noch mal bewirbst, muss das mit in deinen Lebenslauf. Und ich muss gerade eine Vita schreiben, das kommt direkt da rein. Eine Vita für die Homepage, wo du arbeitest. Ja. Oh, das Heizerdiplom von der Teil. Super Sache. Also, ist das so ein bisschen wie ein Jodeldiplom? Ja, sowas so ähnliches. So ne? Nein, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte hier. Das Schiff ist toll. Also, die Leute, die hier arbeiten. Es lohnt sich total, das zu unterstützen. Also ich freue mich, wenn wir da ein bisschen Aufmerksamkeit für generieren können. Und wenn dann der eine oder andere von euch hier auch mal mitfährt, das wäre wirklich etwas, womit ihr uns glücklich machen könnt. Und die Küche ist auch super. Ganz ehrlich, ich habe es getestet. Heute Morgen mit Brötchen, jetzt gerade Butterkuchen mit Kaffee. Also Ben und ich essen jetzt gleich die Reste. Ja, könnt ihr auch, weil es ist noch genug da. Ja, Angst, dass er nichts kriegt, ne? Wir haben genug gekauft. Wir haben genug gekauft. Alles super. Ja. Lieben Dank. Dieser Futterneid. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, eingeschaltet habt. Ich sag mal danke für alle Spenden, für alle Zuschauer, die dabei waren, hoffentlich ein bisschen Spaß hatten. Und unsere stillen Zuschauer. Die habe ich heute Morgen schon gesagt, die stillen Zuschauer. Liebe Grüße. Und ja, ich habe kaum Worte. Also ich bin wirklich geflasht von diesem Tag. Ist toll, ne? Auch der Kapitän also da oben wirklich. mit meinen Gefeifen. Das ist so geil. Oh mein Gott, ein echter Kapitän. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen unsere lieben Moddies, ne? Der Sebastian Oh ja. Oh ja. und Antje Ja. und... Ja, und natürlich auch ein dickes Dankeschön an euch im Chat, dass ihr wieder ordentlich Gas gegeben habt. Chat lesen war jetzt heute nicht so viel drin. Nee, aber ich glaube, das ist verständlich. Vielen, vielen Dank für eure Wahnsinnsunterstützung wieder auf Twitch und auch auf YouTube. Und ja, dann sagen wir mal, was sagen wir denn immer? Over and out. Tschüss, Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.